So, hallo. Wir haben ein paar neue Stadia Pro Games im Shop und, natürlich habe ich mir die geclaimed und würde die gern auch mal ausprobieren. Und zwar auf Deutsch. Police painted red. Ich habe keine Ahnung, wie das Spiel ist. Ich werde es jetzt gleich herausfinden. Aber macht bislang einen ganz guten Eindruck. So, was jetzt passiert ist, dass die Musik ausgeht, weil nämlich, wenn man in wie soll ich's erklären? Wenn man manche Spiele in den Hintergrund schiebt, besser gesagt das Stadia-Fenster, dann bleibt zwar der Stream aufrecht, aber die Musik geht aus. So, jetzt bin ich gerade kurz aus dem Stadia-Browser raus und in ein anderes Browserfenster. Ich spiele ja hier am PC. Ich wollte es nur dazu erzählen. Ich spiele ja am PC und streame auch direkt von Stadia auf YouTube. So, jetzt wieder Musik. Und dieses Streamen auf YouTube, das passiert direkt. Ich mache mal ein bisschen leiser. Meinen eigenen Sound. So. Und ich kann auch nur streamen. Oh, Entschuldigung, schon wieder aus. Ja, sowas Blödes. Für mich bricht die Musik auch immer wieder ab. Aber ich muss jetzt kurz meinen Controller einschalten und dann geht's los. Dann starten wir wirklich. Mein Controller hat sich leider automatisch geschlossen. Zweiter. Super Plus, hallo, und Cisco, hallo. Ja, wenn mein Controller jetzt gleich verbunden ist, dann geht's los. Habt ihr denn schon Chicken Police Painted Red angezockt? Ich find's total klasse. Also das soll auf jeden Fall. Ja, jetzt kommt nochmal der Stream. Okay. Soundcheck, alles gut? Ja. Noch keine Zeit. Disco sagt noch keine Zeit. Also ich gucke mir jetzt mal alle Pro-Games an, wobei ich sagen muss, dass Ease Lacrimosa wahrscheinlich für mich irgendwie ist, hinter den ich nicht komme. Also ich habe das andere Ease 8, habe ich auch schon versucht anzuzocken. Hat überhaupt nicht funktioniert. Hat mir nicht gefallen. Aber ich glaube, schon allein die Musik in dem Spiel könnte mir ganz gut gefallen. So, Spielstand 1. Es gibt 3 Spielstände hier. Okay, ich bin gespannt, was passiert, wenn ich die 3 voll habe. Aber ich kann ja wieder alle überschreiben. Okay. Dead men are heavier than broken hearts. I ran out to get a pack of cigarettes, but I left my wallet at home. Oh yeah. Yeah, that's me. I'm getting old. My name is Sonny Featherland, an investigator for 20 years, and once the star of the predatory division of the Clawville Police Department, one half of the legendary Chicken Police. But buying a pack of smokes is more than I can handle right now. Maybe I should just lay low. Yeah, I'll do that. The most colorful place in the wilderness. For all the gods, what bullshit. The last clucking color left this city years ago. And slowly I'll turn gray too. Still, what do I expect? Painted red. We're living in a vast experiment and don't even notice that everything got clucked up a long time ago. We believe in this wonderland of peaceful coexistence. Wolves and sheep, chickens and hounds. Yeah, sure, why not?
It's just ridiculous. The dog eats the chicken. It's in our nature. I'm not propping up the illusion anymore. 121 days, and it's over. Retirement. What could possibly go wrong? What could possibly go wrong? Clawville City. Rourke District, former Atlantis Hotel. Das ist ja echt witzig gemacht. Das ist ja so witzig gemacht. Ah, crap. My office lock is a piece of shit if a dame can pick it. She stood in the darkness. The light painted stripes on her body. It whispered secret little things that were never there in the first place. But she was no zebra. Reality was just a light switch away. Elizabeth or Charlotte? I was sure she'd have a sophisticated-sounding name. She had a bygone look in her eyes, older than this ancient building, and perhaps the whole city itself. Or maybe I'm just drunk. But she was the first womanly thing in my place for a long time, so I had to give her a chance. Also, allein die Stimme macht's ja echt klasse. Also, das ist schon cool gemacht. Ich muss euch aber nicht alles vorlesen, ihr könnt ja selber lesen. Aber ich höre das auch wirklich gerne auf Englisch gerade. Das ist ja klasse gemacht. So, hier können wir jetzt schauen. Telefon, Papierstapel, Schreibmaschine, billige Whisky, alte Bücher, die Stadt. Oh, und diese Dame. Ich kann hier rumfahren. Ich könnte ja jetzt... das ist sicher wahrscheinlich, aber müssen wir mal probieren, ob das mit Touch Control funktioniert. Ob ich da quasi hier oben antippen kann. Also das geht doch sicher mit Touch Control. Telefon, Papierstapel. Komm, wir gucken uns mal den Papierstapel I an. don't even know what these papers are. Okay, nochmal angucken. Dame. Befragen, angucken. Who is this dame, anyway? And what the cluck is she doing in my apartment on New Year's Eve? New Year's Eve. Also wir wissen, New Year's Eve. Okay, alright. Da war gerade Weihnachten. Dann reden wir mal mit Let der. me introduce myself. My name is Deborah, Miss Deborah Ibanez. Okay, das klingt spanisch. Muss ich jetzt die 3-Punkte-Taste drücken? You're mistaken, ma'am. Oder? Will der, dass ich die 3 Punkte... Nee, der will nicht, dass ich die 3-Punkte-Taste drücke. Da unten muss ich A drücken, aber es steht 3-Punkte-Taste dran. Okay, alles klar. Oh, really? Please enlighten me, Mr. Featherland. Oh yeah. I'm not a private eye. I'd recommend Mr. Philmar Lowe instead of me. He's a nice guy. Das ist auch cool gemacht. Die Outfits, super. Super. Believe me, Mr. Featherland, it's not an accident I came to you. Oh, die sprechen aber tolles Englisch. Look, miss, I work for the police and I'm currently on leave. I couldn't accept private commissions even if I wanted to. Not even from a classy dame like you. Am I that easy to read? That's my job. But tell me, since you've invited yourself in, would you like a drink? I don't usually drink. Well, I've got to have one. And it'd be rude of me to drink alone. So, maybe some sherry? If you insist. But bourbon, please. Thank the wild ones. That's all I have. What a coincidence. So come on, spill it from the beginning. Okay. Also ich habe einen Eintrag bekommen. Alles klar. Sehr geil gemacht. Das Spiel hat auch irgendwie so eine Pace, so eine langsame, die gefällt mir. Das ist irgendwie für heute Abend irgendwie für mich das Richtige. Hier ist das Notizbuch. Ist der beste Freund eines jeden Ermittlers. Hier sammelst du wichtige Informationen über den Fall, die Verdächtigen und die Opfer, sowie die Orte, die du besuchen wirst. Wie es funktioniert? Klicke auf einen Text oder ein Bild im Notizbuch, um eine Übersetzung in deiner Sprache zu erhalten.
Ha! Ich habe extra meine Detektivstimme aufgesetzt übrigens. Weil das muss ich ja natürlich in einer tiefen Detektivstimme von mir geben. Ich habe Deborah bekommen. Okay, Deborah, wie kann ich die anklicken? Ah ja, hier. Deborah. Personal infos. She runs errands for her compare. A sophisticated lady, but I don't think she particularly wealthy or rich. Name? Deborah Ibanez. Spezies? Impala. Erocyteros. Was? Epycerus. Melampus. Geschlecht weiblich. Besondere Merkmale hübsch und zart. Nicht allzu ausführlich. Okay. Aber I think she's particularly wealthy or rich. Alles klar. Sie ist wohl reich. Orte. Personen. Statistik. Vermerkungspunkte nur von. Besuchte Orte 1 von 32 Orten. Gefundene Codex-Einträge 3 schon. Ah, The Chicken Police, The Wild Ones und City of Clawville. Alles klar. Wir gucken uns mal weiter um. Mal ein paar Bilder. Celebrity Cops from the Dump. Chicken Police on track. Oh, geil. Okay. Ah, ich kann hier noch weiter gucken. The Wild Gentlemen. Those guys rebuilt the city after the Great Fire of 867. My heroes when I was a little chick. I'm starting to think they should have left Clawville as it was, burned to the ground. We used to be star cops a few years ago. Tabloid press, radio interviews, and even a book series. I don't miss those days. Of course, Marty, my old partner, would disagree. He just loved the spotlight. Okay, Marty. Wir merken uns, Marty war mein ehemaliger Partner. This is one of the most beautiful memories from my old life. Before Molly left me and took our daughter. Ah ja, er hat Molly und eine Tochter. Das ist wohl Molly. Alright. The good things in life don't last long. The best ones always leave first. I saw that in the window of a shoe store. I never understood it. Or what it had to do with shoes. Vielleicht, weil die alle Schuhe tragen? M.B. Davis. M.B. Davis, the eternal king of jazz. The photo is from the days of jazz prohibition. I only heard the old man live one time, but I'll never forget that night. And not only because I woke up at the harbor without my gun, my badge, and my pants. Okay, aber eine coole Nacht. Okay. Ein Lichtschalter. Also, die Papiere haben wir. Okay, wir gucken mal ein Telefon an. Okay, Interaktion. Ich kann hier Nummern anrufen. Okay, alles klar. Alte Bücher. Books I'm never gonna read. Maybe nobody ever has. Ja, so arme Bücher. Komm, wir reden nochmal mit der. Oder? Wir fragen. That's better. Now, if I understand correctly, your mistress is receiving threats. What kind of threats exactly? It's a very strange matter. First, there were letters. Then it came printed on a wine bottle's label, sent as a gift. Then carved into a brick, thrown through the window. And finally, they painted it on the wall of the house in giant red letters. All right. I think it's time to dig a little deeper. If you don't mind, I'd like to ask you some routine questions. Please, that's what... Naja, dafür ist sie hier. Neue Funktion. Achso, er kann sie jetzt kann er sie nämlich befragen. Nee, vernehmen. Guck. Konzentriere dich auf das, was über die Verdächtigen weißt. Bestimmt sich jemand verdächtig, dann sollte das dein Fokus sein. Entschuldigung. Ich habe mich verlesen. Thema. Entschuldigung. John Doe. Fokus. Dieser Kerl ist recht verdächtig. Darauf muss ich mich konzentrieren. Fokus verdächtig. Eindrücke verdächtig. Okay.
I must be cautious and smart. This dame seems shy, which I can use to my advantage. But I must be careful about what I say to her, or I could scare her off. Let's start gently, and when the time comes, we can go in hard. Okay. Und wer sind Sie und wo, wer darf ich fragen? Okay, wenn ich Sie fragen darf. Ich kann keine andere Frage auswählen. Okay, die nehme ich. Who exactly are you, ma'am? I'm not somebody important, Mr. Featherland. You're important enough to deal with such a delicate matter. I carry out the wishes of my employer, nothing more. This means simple paperwork, most of the time. You've been thrown into deep water, sweetheart. Tell me, can you even swim? Believe me, this is just as unpleasant for me as it is for you, if not even more. Okay. Also, Deborah Evans. Neuer Hinweis. Ich muss vorsichtig und klug sein. Neuer Eindruck, zweifelnd. Ich muss vorsichtig und klug sein. Das Mädchen scheint schüchtern zu sein. Was für ein Vorteil kann, wenn ich vorsichtig bin, was von Vorteil sein kann, wenn ich vorsichtig bin und sie nicht verschrecke. Fangen wir sanft an. Und wenn der richtige Zeitpunkt gekommen ist, gehen wir aufs Ganze. Also, Sie wirken ein bisschen unsicher. Alles in Ordnung mit Ihnen, oder? In welchem Teil der Stadt wohnen Sie eigentlich? In Calvera Hills oder vielleicht in Flowerville? Okay, welche Frage nehmen wir? Erst die zweite. Ja. Das ist ein bisschen komisch. Das blinkt jetzt komisch. Dann ist die Frage ausgewählt und das blinkt. Das ist sehr uneindeutig. Tell me, which part of the city do you live in? Calavera Hills? Flowerville, maybe? Look, I don't want to answer that. I'm here on behalf of my employer and not on personal business. Fair point, Deborah. Let's try a different approach. Okay. Also das war die falsche Frage. Why did you have to visit me this particular evening? I have my reasons. I may look like a silly little fawn, and maybe I am, but I still have common sense. I don't doubt that for a second, Miss Ibanez. This day is essential to my mistress, and she thought it's also important to you. Was? Für mich? A Okay. message in itself, for sure. But to be honest, even you are. You know what? I'll just take that as a compliment, even if it wasn't meant as such. Okay, neuer Eindruck, verängstigt. Schüchtern, Eindrücke, schüchtern, zweifelnd, verängstigt. Detective Meter, also ich bin immer noch im positiven Bereich. Alles klar. Ich will nicht, die zweite Frage will ich nicht stellen, weil das wäre dann wieder über Ihre Situation. Warum besuchen Sie mich? Warum ist denn Oh ja, genau. Warum besuchen Sie mich? Warum ist Ihre Arbeitgeberin nicht persönlich erschienen? Why did you come to visit me? Why not your employer herself? My employer is Miss Natasha Katsenko. Oh, She ich habe hasn't fast been leaving her Katzenklo home gelesen. lately, only if she really has to. Natascha Katzenko. Okay. How so? Miss Natasha is afraid. She's scared because of those unwanted messages, and everyone knows who she is. So she's that kind of woman. I don't know what you mean. Of course you do, Deborah. Thank you, by the way. We're finally getting somewhere. We avoided the point long enough. Deborah's hiding something, no question. Let's focus on that. Oh, ich habe einen plus 20 Detective Meter bekommen. Verheimlicht etwas. Was wollen Sie von mir? Was genau haben Sie erwartet, als Sie hergekommen sind, um mich zu treffen? Ich hoffe, das war nicht Ihre Absicht, aber spielen Sie etwa mit mir? Wo haben Sie eigentlich die Adresse? Na, das letzte ist langweilig. Was haben Sie genau erwartet? Ich hoffe, das war nicht... Spielen Sie... Nee, das What zweite. exactly did you expect by coming here to meet me? I expected your help, just like my mistress said. Oh, that's very nice. But have you seen this neighborhood? Have you seen this wreck called a hotel?
Who were you hoping to find in a place like this? Someone reliable Well, I am reliable. and discreet That's right. and thorough No question about that. and has a heart of gold. Okay, let's stop it right there. Okay, plus 5. Das war jetzt nicht ganz so. Das ist einfach zu riskant für mich. Ich kann den Fall nicht annehmen, nehme ich auf jeden Fall mal nicht. Denken Sie, Sie sind für diese Art von Arbeit geeignet? Tun wir einfach so, als hätten Sie mich nie angetroffen, will ich auch nicht nehmen. Ich nehme das zweite. Do you think you're cut out for this kind of work? Not in the slightest. Then why all of this? I just can't say no to Natasha. Would she hurt you if you did? No, of course not. She's my friend. I see. Okay. Oh, minus 10. Okay. Have Yeah. you ever felt truly vulnerable? Honestly, very often, Mr. Featherland. Great, because that's exactly how I feel right now, Deborah. I'm sorry if it's too unpleasant for you, but we had no one else to turn to. You know, I get that a lot. And Do you like happy endings? not in books or movies, but in real life it would be nice for a change. But this is Clawville. Not many happy endings around here. I knew you were romantic at heart. If what's between me and my whiskey could be called romance, then yes, maybe. A little. Oh, minus 10. Okay, dann machen wir jetzt die harte Frage. Das sagen Sie mir, Deborah, warum soll ich Ihnen überhaupt glauben? Wenn Sie mir nicht die Wahrheit sagen, musst du das oder so. If you won't come clean, what's the point of all this? But, Mr. Featherland, I'm sorry, sweetheart, but I'm way too old for this game. please, just think again. For me and my mistress's sake. Oh, minus 40. Tell me, Oh. Deborah, why should I believe you at all? Because my mistress trusts you. Should that be enough? If you really like what she thinks you are, then yes. Damn, what can I say to that? Look, I didn't mean to back you up against the wall. You have a way with words, sweetheart. Did you ever want to be a cop? No, not for the world. Heh, smart answer. Plus 10. Be honest and tell me what you're so afraid of. You know, Mr. Featherland, my mistress's partner is Hobart Wessler. Or as most people know him, Jetzt kommt's. Ibn Wessler, the kingpin. exactly. Feathery gods help me. So you get it now. The secrecy. To put it mildly, I think I understand it all. Wessler. This little piece of the puzzle changes everything. Okay, Vernehmungsrang. Gestellte Fragen 10. 40%. Okay, Kopf aus der Übung. Oh, nicht so gut. Ich hätte die Entschuldigung, vorletzte Frage nicht stellen sollen. Abschließende Gedanken. Nicht schlecht, aber gut ist auch anders. Für einen Anfänger ganz okay, aber du kannst dich verbessern. Reiß dich nächstes Mal zusammen und achte auf die Hinweise. Konzentration, Sonny. Ich weiß jetzt nicht ganz, wie ich die Hinweise hätte besser lesen sollen, um die Frage zu beantworten, aber ich weiß es nicht ganz. Derzeitige Gefährte von Natascha, der Auftraggeberin, ist der berüchtigte Gangster Ibn Wessler. Wow, mit Donner und Blitz im Hintergrund. Ich könnte es jetzt nochmal... Nee, ich mach weiter. So. Ich kann nochmal mit ihr reden, oder? Ich kann mal den Schrank angucken. I don't even know where the key is. Whatever's inside is gonna stay there forever. Das ist so witzig. Okay. Ah, wo waren die Übersicht, wo alles zu sehen ist? Also ich muss... Ah, das ist also wirklich so ein Point. Schlafzimmertür. Ich rede nochmal mit ihr. Mal gucken, was ich noch machen kann. Legs that go on for days. Deep, dark eyes. Silky skin and voice. You're in big trouble, pal. Oh. Ich glaube, der steht auf die Stadt. I don't see colors anymore. Only emptiness. Everything faded. I need another drink. Alles klar?
Was kann er jetzt machen? Behind that door lies the kingdom of dirty clothes, cigarette butts, and empty bottles. Na, okay, das ist nicht besonders attraktiv. Hätte mal besser aufgeräumt, könnte er jetzt die Frau dahin auch einladen. Wenigstens. I promised myself I'd write a novel one day. Gehört aber mehr dazu als eine Flasche Whisky oder Bourbon. She doesn't seem so dangerous that I need to grab my gun, but you never know. Okay, My Inventar. wallet and my badge. The wallet is real, the badge ain't. Chief Bloodboil took mine, so I got this one out of a pack of cornflakes, just in case. Ja. My last cigarette. You're lucky I don't have a light, pal. Okay, alles mal mitnehmen. So, was machen wir jetzt? Why don't you take it to the police? Just go there and file a report. Photos, flashing lights, fingerprints, you know the drill. The evidence is very clear. Even a moderately talented detective could easily wrap this case up. Or just try the phone. 555-111. Please, take a look at this. Well, okay. Let's see. Neuer Gegenstand. Okay, Case. Das Inventar. Ah, Club. Sasa Club. I know Molly very well. Please. Was? Please write, wrote, note. Ah, please note this when deciding whether or not to accept my assignment. Miss Ibanez is a trustful friend. Treat her as a gentleman. I Okay, know Molly very well. alles klar. I felt like I'd been hit on the back of my head with a blackjack. Reality tilted. Molly. Good gods. What was her name doing there? I glanced at the opposite wall with the well-worn picture frames. Like an eternally dark hole in the wall. A missing piece. She was wearing a light silk dress and singing a lullaby. The waves caressing her beautiful long legs. Why Molly? Why now? Ah, okay, das kam also von seiner Frau, die mit dem Kind abgehauen ist. Tja, Mr. Featherland? sehr geil. Nein, nein, ich will nicht überspringen. Santino, are you all right? What the hell is this supposed to mean? Santino Featherland. I don't know anything, Mr. Santino. My mistress told me to give this to you. She said you'd understand. Don't you? Oh, of course I understand, Miss Ibanez. I get it very well. But this case is becoming more and more confusing. It's starting to look like blackmail. Blackmail? Don't play innocent with me. But All right. When can I visit? visit me? Not you. Miss Katsenko. Oh, yes. You can find her at the Tsar Club. Didn't you tell me she's not the social kind? That she's especially unsociable? Or does she only like loud and crowded clubs? No, she's really not like that. But she owns the place. Judging by the flyer, it must be a very busy club, especially on New Year's Eve, right? I'm sure you'll have no trouble finding Miss Katsenko. But there's one small problem, Mr. Featherland. Let me guess. Mr. Wessler better not know about my visit. Exactly. How did you know? 20 years experience, ma'am. Oh, and please, call me Sonny. It was a pleasure to meet you, Sonny. I'll talk about the rest with Ms. Katsenko in person. A good friend of mine would be happy to take you home if you'd like. I'd appreciate that, Sonny. Okay. Persönliche Information. Neue. Neue persönliche Information. Also ich habe die 3 Sachen. Im Journal 17 Einträge, 5 Hinweise. Okay. The Victim. Das Opfer, eine Dame, ist Ziel seltsamer Drohbotschaften sind alle niedergeschrieben.
Die Auftraggeberin der geheimnisvollen Botin Deborah Ivanes ist eine gewisse Natascha Katzenko. Derzeitige Gefährte von Natascha, der Auftraggeberin, ist der berüchtigte Gangster Eben Wessler. Sie erfindet ihn im Katzanka-Club. Natascha muss meine Frau Molly von irgendwoher kennen. Oder vielleicht hat sie einfach gute Informationen. Ich muss herausfinden, wo die Verbindung zwischen beiden liegt. Natasha must know my wife Molly from somewhere. Or perhaps she has very good information. I must find out what the connection is. Sehr interessant. Also, wir haben hier die Natascha, wir haben den Louis. Louis. Personal Info. Name Louis C. Hayworth. Species Kaninchen. Okay. Geschlecht männlich. Besondere Merkmale, ein alter Freund von mir. Er stottert häufig. Hobart Ivan Wessler. Ratte. Rattes. Geschlecht männlich. Gut aussehen, charismatisch und ein vergackerter Gangster. Wie kommen wir da weiter? Vorige Seite. Nee. Ah, okay. L1 sind die Seiten. 10 Personen? Da steht aber was von 10 Personen. Dann muss man so weiter. Nee. Vorige Seite, nächste Seite. Ah, doch. Warum sind das 10 Personen? Orte, Atlas Tar Club. Codex. Chicken Police, World Ones, okay. Statistik. Okay, dann gehen wir mal. Die Tür ist offen. Ne, die Tür ist offen. Wie geht's denn raus? Wie kann ich raus? My bedroom. Sort of. Sort of. Tolle Show stand da. Also, irgendwie. Sort of. Komische Übersetzung. Wie kann ich jetzt raus? Kamera bewegen. Ah ja. Das ist das Bedroom. Schublade. Also am Anfang stand ja noch alles dran, was ich anklicken konnte. Das steht jetzt nicht mehr dran. Wahrscheinlich wird das ganze Spiel so ein Point-and-Click-Foto-Adventure sein. Aber der Artstyle ist schon richtig klasse gemacht. Ist schon witzig. Die Graphic Novel Style. Graphic Noir. Sehr cool. Nach wirklich Sin City Comic Stil. Also, ich will hier raus. Wie kann ich jetzt raus? Fortsetzen, Spieladen. Fortsetzen, Spieladen. Also nochmal die. Thank you again, Mr. Feather. I'm... Okay. Die kann ich jetzt nicht mehr befragen. Okay. Die Stadt. Wie komme ich denn jetzt hier raus? Telefon. Louis Nummer ist... 555923. Okay. Keine Antwort? Okay, war es die falsche Nummer? Okay, nochmal. Journal. 555 932. Entschuldigung. Okay. Einmal falsch. Ah, das geht auch mit dem... Ah, nein. 923.
Was? Nochmal. 932 doch. Mann, jetzt hab ich mich schon wieder verwählt. Ich habe doch beim ersten Mal 932 gewählt. Beim ersten Mal. Hey, Louis. Am I bothering you? Louis arrived a few minutes later. He lived in the rooms above, so it wasn't difficult getting here. Not to mention that he's a rabbit. It was a quick hop. The Atlas Hotel was his inheritance. It was once a well-renowned place, but not anymore. The last economic crisis ruined it. And now, besides me, he was the only resident of this enormous place. Okay. Ah ja. Also der ist im Atlantis Hotel der einzige Kunde, hä? Thanks for being so quick, Louis. Can you drive Miss Ibanez home? I have some things to take care of. Before I visit the club, I have to take a detour. I've got a feeling that this case isn't going to be a one-man job. And there's only one bird in this city I can trust. My ex-partner, Marty. He's going to be at the station. I can only hope he'll be willing to talk to me. Und wie komme ich jetzt dahin? Ich dachte, der kann jetzt gehen. I wanted to travel the world when I was a kid. But I think I'm going to end up dead in here, whether I like it or not. Ah, ich kann jetzt die Karte aufschlagen. Hauptszene, beschränkte Szene, geschlossene Szene. Okay, Hauptszenen bringen die Geschichte voran. Ist äußerst außerdem abhängig, welche Orte sich öffnen oder schließen. Zum Abschließen des Spiels musst du alle Hauptszenen abgeschlossen haben. Beschränkte Szenen sind nur begrenzte Zeit verfügbar. Wie lange hängt vom Fortgang der Hauptszenen ab. Wenn du absolut keine verpassen möchtest, musst du sie besuchen, bevor du mit der nächsten Hauptszene weitermachst. Geschlossene Szenen. Geschlossene Szenen sind momentan nicht verfügbar. Wähle erst dann die nächste Hauptszene aus, wenn du dir sicher bist, dass du nicht noch eine der beschränkten Szenen besuchen möchtest. Es kann sein, dass du diesen Szenen später nicht mehr verfügbar sind. Okay, alles klar. Okay. Polizeirevier von Clover. Ich kann nur diese Szene besuchen. Okay. Da gehe ich jetzt hin. The Wild It was New Gentleman Year's Production. Eve, and I was driving, half drunk, risking my whole life's work. But still, it didn't feel any different. Every day was the same. And the 121 days I had left till my retirement seemed like an eternity. When I look out the window of the hotel room I call home, I see the same thing every day. A woman in a red nightgown dances slowly in circles to smooth music. The 9 o'clock show, with a glass of cheap bourbon and the red gown with the silent music. In the meantime, the proud city of Clawville is slowly eating itself alive. And we're still here, with nothing left to lose but our sanity, while others, the smart ones, had already gone. Molly. Does her name really upset me this much? All those years of solitude, and I still jump without question every time I hear it. And then there's Marty, my ex-partner, who hates me. But I know I have to speak with him, no matter what. Why do I feel like the past is watching me on this goddamn night? I knew where to find Marty. At the station, we'd always draw straws about holiday duty. Marty never joined in. He always took the New Year's Eve shift, even though he had someone to go home to. I understood. 10 years ago, we survived the night the press called the Bloody New Year. Forgotten by Clawville, but not by us. We both left parts of ourselves behind that night.
Back in the day, I used to patrol the city's streets in one of these. I don't miss it, but it used to have its advantages. The bullet hole in my crest is worth more than these two combined. Well, look at that. Hey, Sonny, what you scratching out over here? I heard the big boss threw you out. Tough luck, boys. I may not be on duty, but I'm still a cop. Just... Hey, you don't have to be so peckish, old bud. By the way, you're in luck. Blood Boil's not in tonight. Malloy is in charge. Oh, God. That clumsy buffalo is here tonight. If he doesn't end up in a cell again, he's lucky. You got it. You looking for Marty, eh? I see you're still the brains around here, Phyllis. Yeah, I'm looking for Marty. Birds of a feather flock together. I see you're still the funny guy round here. You'll find the giant feather duster at the shooting range. As always. Hey, Royce, I'm telling you this because maybe you'll be able to understand. If this prickly shithead makes another racist remark, I'll strangle him with his own raincoat. I'd love to see that. Hey, whose side are you on, you jerk? Here we are again, Clawville Police Department. I've never been good at history, but if I'm not mistaken, this place has been a church, a hospital, and even some insane cult's secret hideout over the years. Anyway, the place holds the secrets of the ages, and some drunk pigs in the basement. Marty drinks this shit. I've never tried it, but I'm pretty sure it's gross and probably toxic. Officer Jardine. They say she's clever, smart, and dangerous. We need more of her kind in here. Officer Jardine. One of Blood Boil's favorites. Mainly because he's a dog, of course. Detective Chow Hound Bosco. He thinks he's a real alpha. But nah, he's just a lapdog. Mort Mardigan, a notorious deadbeat. Poor guy's been blind since his teenage years, but that doesn't stop him from running into trouble. What the cluck did he do this time? Mort, you scabious beast. What the hell did you do? It's Morty to you, sonny boy. Everything's fine. There was just a bit of trouble in the bar, and someone got knocked on the head with a glass. It wasn't my fault. I'm as blind as a bat, am I right? Did that ever bother you, Morty?
Listen, sonny boy. Go tell them to leave me alone, eh? It's New Year's Eve after all, and I didn't even do anything wrong. Not that wrong. Where's your little lapdog to get you out of this mess? Is that little pimp of a midget still sniffing around you? Jesse is a good boy, Sonny. And he's good to me, believe me. Oh, God, spare me the details. When will you finally realize that little shit's been using you? Oh, ich habe jetzt doch mein Mikro ausgehabt. Krass. Oh, of course he's using me. What could a pretty boy like him want from this old monster, eh? Still, Sonny, I have no one else. You understand that, don't you? Okay. Even you deserve better, pal. By the way, you look horrible, even for yourself. Are you feeling okay? Well, I'm not what I used to be. But neither are you, judging from your voice. But I'm seeing a doctor, sonny boy. I really am. Are you? Don't need to, Mort. I'm fine. Anyway, if Bubo prescribed you something, don't even think about taking it. I don't talk to that insane owl. Damn right. Please, say something on my behalf, okay? I really don't have time for this detective buffalo shit. Hey, careful with that. Buffalo Malloy is the chief today. Like I care. I'll try to speak for you, but keep it down till then, okay? You don't need this shit, and Sonny boy, you've always been a good friend. More like a clucking pigeon. Okay. Jetzt ist mir gerade aufgefallen. Also, ich wollte eigentlich gerade noch was über das Spiel an sich sagen. Das ist für mich, es ist wirklich klasse gemachte Grafik-Novel. Es ist super gechillt und es ist genau das Richtige, was ich eigentlich für heute Abend gesucht habe. Es ist wirklich einschalten, ein bisschen genießen, den Jazz genießen, sich die schönen Bilder anschauen, weil es sind schon detailreiche Sachen. Es ist halt so ein Point-and-Click-Adventure auf Grafik-Novel-Style im Sin City-Manier. Und das ist wirklich gut gemacht. Es ist auch sau cool gemacht hier. Das ist dieser Fotostil, wo die Tierköpfe reingemorpht sind. Die Geschichte ist bisher super interessant. Also es ist für mich auch ich wollte auch vorhin noch sagen, der Synchronsprecher macht natürlich das Übrige. Das Sunny ist natürlich eine klasse Stimme. Ich komme da mit meiner Stimme nicht ganz so hin. Aber Sunny ist wirklich super angenehm zu hören und der Geschichte zu folgen. Und das macht es einfach super interessant. Und für mich ist das genau das richtige Spiel für heute Abend, weil ich habe eigentlich ein Spiel gesucht, das ich mit der eigenen Pace, mit der eigenen Geschwindigkeit spielen kann. Und die Musik macht es natürlich super interessant. Also ich rede mal mit dem noch. Holy wild ones, look what the cat dragged in. Hello to you too, Bosco. I've been sniffing around one of the rundown joints. You know how it goes. And boom, this son of a lizard comes flying out the window. I didn't know that lizards could fly. So, Mort was being a bad boy again. Nothing unusual. And you? Still dying? I'm still a cop for another 121 days, Bosco. It's as unpleasant to me as it is to you. All right. No need to bite. I wasn't trying to mess with you. You have Moses and Plato for that. And of course, Blood Boil. Let's hope I won't run into any of them tonight. Looking for Marty, eh? Ever since you left, he's kind of lost. He's trying to hide it. Well, I don't think we'll have a teary reunion, thinking about how we parted.
Let me give you some advice, Sonny. Let him rage. He'll be the same after that. Anyway, he was the one that shot you, right? You should be mad, not him. Was? Der hat auf mich geschossen. Okay. It's not that simple, Bosco, but we'll see how he reacts. Thanks anyway. No worries, pal. Oh, persönliche Informationen, die will ich jetzt mal lesen, ganz wirklich. Okay. Personen. 21 schon. Das sind doch keine 21. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 11. 11. Das sind doch keine 21 Personen. Wo kommen denn die 21 Personen her? Futternapf, Nadas, spezieller Hund, Geschlecht männlich, besondere Merkmale. Es heißt, dass er alles auffressen kann, was ihm vorgesetzt wird. Daher der Spitzname Futternapf. Also, reden wir mit der. Mon Nein. Achso, ich muss nur nach rechts. Soft and ordinary, but also somehow cold and distant. The kind you'd like to invite for a coffee, but you know would say no, no matter who you are or what you do. Also, reden wir mal mit dir. Hey, Monica. Hey, Boss Bird. What are you doing here? Every day's a holiday since I got out of here. I can tell. But what are you doing here? Are you here for a file? You know, I'm a little busy right now. Yeah, you could look after a few things for me, but first I'd like to talk to Mr. Big Beak McChicken himself. Those two prickly assholes told me he's emptying the magazines in the hole. Like always. And if he carries on like that, he's gonna use up all our ammo. So it would be nice if you drag him out of there. You know how this day is for him. For him? You know I didn't mean it like that. Yeah, I know. Okay, so just sign here and you're good to go. Thank you, darling. Don't mention it, Boss Bird. Bossbird. Okay, neue persönliche Informationen. Funktion befragen. Okay, dann befragen wir die mal. Ich frag sie mal über den Zark. What do you know about the Czar Club? Nothing special. I've never been there. It's a famous place, though. Expensive cigars, unaffordable drinks, pretty gals. All the movie stars and politicians go there at least once a week. And all the big shot mobsters, too, I've heard. Yeah, I was saying the same thing. Okay, ich kann mal über das Hotel Atlas fragen. Still living in the Atlas? If something works, why change it, right? Well, if you like it there. Listen, Monica, you could, come by sometime for a drink or two, you know? I didn't hear that, and you didn't say that. Oh, schlechte Okay, Anmache. got it. Sorry. Anything Yeah. else, Boss Bird? Schade eigentlich. Do we have a file on Hobart, Ibn, Wessler? Are you kidding me? We have a whole room just for him. Want the key? You can spend the remaining days of your paid holiday in there. No thanks. Never mind. You're a bit sassy today, aren't you? I'm sorry, Sonny, but I'm starting to shed my feathers because of this insane asylum. You know, New Year's Eve and Blood Boil's not here when he should be. Somehow I'm not sorry about that. Yeah, I bet you're not, Boss Bird. Oh, die ist ein bisschen sauer. Natasha Katzenko. Interesting name. Is it real or just an alias? It's supposed to be real, but who knows? We have nothing on her. She's either clean or uses a fake name. Maybe both, but I don't think so. Aside from that, everyone knows what I know about her. Singer, star, the #1 babe in this town, so to speak. Thanks, little bird. It's something. Glad I could help. Oh, vielleicht ist die Katzenko ja eigentlich wirklich... Natasha Katzenko. Nee, eigentlich. Vielleicht ist die Natascha ja sogar meine Frau. Okay, I'm Bürobereich. really not in the mood to meet. Kann ich jetzt, muss ich über die Map gehen? Oder wie kann ich denn zur Karte? Schießstand, klar, hier. This is gonna be a hard ride. Last time we saw each other, he had a smoking gun in his hand and I was bleeding. I don't know how we can get past that, but
it's worth a try. Ah, also, wir halten fest, mein ehemaliger Partner hat auf mich geschossen. Okay, warum? Und ich bin nicht mal sauer auf ihn, sondern er ist immer noch sauer auf mich, obwohl er auf mich geschossen hat. Übrigens, seht ihr das Einschussloch oben in seinem Kamm? Das ist doch ein Loch vom Einschuss. Okay, cool. Ah ja, sieht ein bisschen jünger aus. Der Hahn. Keep your gun clean. Okay, was dann nicht schießen? I was just about to go when you came in, so if you want shooting practice, maybe turn on the lights first. You're right. I'm gonna do that. Ah, dann mach ich das mal. Ja. Ne, was sind die Lichtschalter? Nö. Ah, doch. Lichtschalter. Ah. Start. Hole dir einen Hinweis. Ziele mit der Waffe auf den Gegner und versuche so möglichst keine Geiseln zu treffen. So einfach ist das. Okay. Getroffene Gegner erhöhen deine Punkte auf dein Zeitkontingent, während der bei Treffern auf Geiseln das Gegenteil der Fall ist. Es ist deine Entscheidung. Wähle weise und feuer frei. Nach 6 Schüssen musst du deine Waffe nachladen, ganz so wie in einem Western. Nur noch schneller. Okay, Start. Oh, scheiße. Ah. Oh nein. Nachladen, nachladen, nachladen. B. Oh, Geisel. Das war nicht so gut. Nein. Nee, B nachladen. Oh, Geisel. Minus 500. Okay, erneut versuchen. Oh. Oh nein, Geisel. Oh nein, die gehen ja schnell. Oh nein, Geisel. Oh, genau die Geisel kriege ich. Oh, scheiße. Oh nein, das war ein guter. Nein! Voll auf die... Marty, 10.000. Was, ich habe 170 Punkte bekommen nur? Okay, 10.000, 6.200. Moses, 5.500, Plato, 3.500. Okay, nochmal. Ich versuch's mal. Ich bin immer besser mit Maus und Keyboard natürlich. Okay, jetzt habe ich die Maus. Ich weiß nicht, ob man den Cursor sehen kann. Kann man nicht sehen. Okay, erneut versuchen. Da muss ich nochmal gucken, was ist Nachladen. Okay, das klingt schon mal ganz gut. Oh nein! Scheiße. Oh, Ladehemmung. Oh, mit Maus und Keyboard geht es ja viel besser. Oh, Meisterschütze. Ein Achievement bekommen. Und zwar erziele am Schießstand mindestens 5.000 Punkte. Okay, das geht noch besser. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2. Oh nein! 5, 6. Oh nein. 5, 6. Oh
nein, nein, nein. Falsch getippt. Ich wollte den hinten treffen. Oh nein! Nein! Oh nein! Nein, 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 nein. 5520 Punkte. Einmal noch. Oh, das macht ja richtig Spaß. Das ist ja lustig. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Nein! Oh nein! Nein. Okay, nochmal. Ich will noch einmal. Das ist witzig. Ach, die Zeit geht immer runter, wenn ich... Oh Mann. Oh nein. Geh doch. Ja, komm doch. Komm doch. Oh nein. Oh, 8200 Punkte. Oh, ich hab Sunny. Das war gerade mein neuer Rekord. Aber die 10.000, die kriege ich auch noch. Ah, die kriege ich noch. Oh nee, so nicht. Oh nein. Komm schon. Oh, der ist genau vor mir runter. Na, der schießt aber zu langsam hier. Na. Jetzt hat er aber... Der hat getroffen. Oh, jetzt ist er zu langsam. Oh, Mann. Ich hab dauernd geschossen und der ist aber zu langsam irgendwie beim Laden. Das ist echt ganz komisch manchmal. Wenn ich daneben schieße. Komm schon. Nein!
Komm schon. Komm schon. Oh nein. Oh. 10.440. Yeah, endlich. Zurück zum Menü. Ah ne, nicht zurück zum Menü. Fortsetzen. Quatsch. Schießstands verlassen, wollte ich sagen. Sehr cool. Witziges Minispiel. Witzig. Ich will natürlich mit Marty reden. Marty looks good. Big and loud and angry as always. Er sieht laut aus? Okay, alles klar. Hey, Marty. Hey, was für erste Worte. Hey, Marty. Oh, well, look who's here. Hello, Boss Bird. What, are you lost? This is the PD building, you know? Cut the shit, Marty. We're better than this. Well, at least you are. Better than anyone, huh? Marty, come on, let's forget that. What's past is past. Easy for you to say, Sonny. Damn it, Marty, you shot me, remember? I almost bled to death. Hell yeah, I remember. Unfortunately, my aim wasn't good enough. I need your help, okay? That's what you want to hear. Well, it's a start. Okay, I've said it. I won't do it again. Yeah, right. So, are you in? What kind of case? A personal one. How personal? Very. The kind of case where if you come with me right now, you're not on duty anymore. Ooh, damn, Sonny, stop it right there. I'm in. That's it? Do you know how boring life is here without your stupid, reckless shit? Soon enough, I'll shoot all the ammo in here out of boredom. Right, so I'll tell you in the car. Ooh, can I bring Bertha? Ah, for the love of... Marty, this is a routine case. You can't bring your shotgun, okay? Okay. But at least Susie can come, right? All right, Susie can come. Okay, er hat wohl irgendwie so ein Spleen mit Namen für seine Waffen. Wie hieß? Susie ist doch eigentlich... Susie ist doch derselbe Name wie Sledgehammer seine Susie genannt hat. Genau. Das muss eine Magnum sein. Das ist ja witzig. Die nennen alle ihre Magnum Susie. Ist das eine Referenz auf Sledgehammer? That's what I want to hear. Yeah. Okay, Susie. Alles klar. Martys Waffen. Yeah. Ah, das ist Linda. Hey, there were 4 weapons here. Where are the others? You're not bringing them with you, I hope. Oh, we're going to a bar, aren't we? Yeah, that's the point. And? What? A buffalo killer and 2 handguns? We're only there to sniff around, not start a goddamn... War, bar, what's the difference? And it's frickin' New Year's Eve, right? Of all that's furry, you know what? I don't even care. That's the spirit. Okay, der hat ein paar zu viele Waffen. 4 Stück und hier liegt nur Linda. Alles klar. Susie. Susie muss eine Magnum sein. Schießübung. Wo kann ich jetzt hin? Ah ja, ich kann jetzt hier wieder raus. Still drink coffee? Yeah, my only poison. Except for guns, of course. And women. We could visit our old haunt. What do you think? Oh, a nice cup of Zips coffee and the hot dog. I'm in. Oh, and maybe we'll get into a little fight, too. If it comes to that, I'm leaving you without a blink.
Oh yeah, like last time? Those were different times, Marty, with a different Sonny. Well, all right. To the city then. You don't have to come with me, you know. Okay, I know. Let's go. Alles klar. Sonny, there's a little problem. Not so little, and it smells, too. What the furry hell is Blood Boil doing here? Well, it seems we can't avoid speaking to him. Oh, yes, we can. You have your rifle with you, right? What? Just kidding. Sort of. Ah ja. Oh, das ist Blood Boil. Alles klar, mit dem muss ich reden. Nein. Honestly, I have a really bad feeling about this. Alright. Dann gehen wir es an. What a surprise. The two pigeons back together. And without my permission, of course. Chief Bloodboil. Damn. What was that, Santino? Nothing, sir. What a lovely evening. Am I right? I don't want to hear your crowing, Santino. What the hell are you doing here? Hey, careful with the racist barking, old hound. Oh, it's getting hot in here. Can we just skip this part? It's New Year's after all. And you're on duty, if I'm not mistaken, Martin. Where do you think you're going? That's it, boss. To serve and protect. Sonny was in the neighborhood and stopped by to say hi. He's a cop too, right? Only on paper, and you know that very well, Detective. I don't want any trouble, boss. I just wanted to say hi to Monica, and then this feather pillow showed up. I invited him to grab a quick coffee. You can allow him that much. Your coffee breaks usually end up in shooting or brawling, chickens. Oh, just a coffee, boss. I swear. Oh, have a heart. It's New Year's Eve, and I haven't seen my old partner for so long. How touching. You shot him with a shotgun, if I remember. Family mit der Shotgun quarrel. sogar. For all the marrow bones of the world, get the hell out of my sight. Have a lovely evening, boss. You especially. Fuck off right now, Santino. Oh, was für ein Wort. Sehen Sie zu, das Land gewinnen. Ganz toll übersetzt. Also, We gehen wir can't mal. avoid speaking with the chief first, and it would be nice to say goodbye to Monica, too. Ah ja, ich muss also, bevor ich hier weiter kann, noch mit Monika sprechen. We're leaving, sweetheart. Stay safe, boys. I'm glad to see you two together again. I'm afraid you're alone with that. Hey, don't make me change my mind. You won't, Marty. I bet you can't wait to get mixed up in some serious trouble again. Yep, that's true. I'm serious, boys. Be careful out there. We're big birds, Monica. We can take care of ourselves. Okay, but take care of each other, too. Will do, Monica. Yes, ma'am. Ah, interessant. Also jetzt kann ich ja gehen. Mit dem habe ich schon Stress. What is it, Santino? Nothing, sir. And you need something? No, sir. Then get out of my sight, bird. Ah ja, also, dann kann ich hier raus. Maybe next time. I'm not in the mood to meet any of my ex-colleagues right now. Ah ne, nicht Bürobereich. Okay, wir müssen hier raus. Wo geht's raus? Da, oder? Ne, Schießstand? Raus? Achso, ja, mit der Karte. Klaro. Sidequest? Okay. Hotdog. Ah, sie können ins Hotdog. Ah, das ist ja cool gemacht. Die könnten ins Hotdog und noch einen Kaffee trinken. Ins Hotel Atlas gehen, zu ihm nach Hause. Oder in den Tar Club. Also wir gehen natürlich ins Hotdog zuerst. Erst die Nebenquests immer abarbeiten. Das ist ja richtig cool gemacht. Also mir sagt das Spiel richtig gut. Also das sagt mir The vor allem hot auch. dog was like the last warning. You can still turn back. My eyes lingered on the sign. An enormous dog. Like a neon god with limitless power over cheap hot dogs, plastic hamburgers, and watered-down coffee. The cold light called me, but I didn't want to get out of the car. If we went in, we were all gonna be pancakes.
kept together by cold syrup. Marty's worried look shook me out of my reverie. Oh, cluck. Was I talking to myself again? Oh ja. Guck mal, ein Grashüpfer sitzt da, spielt Gitarre live. Das ist ja echt cool gemacht. Sein Gitarrenspiel wird direkt mit in die Szene integriert. Das ist ja richtig cool. Also ich muss sagen, das ist wirklich ein Spiel, für mich jetzt zum Beispiel, total zum Genießen. Das ist so chillig, das ist super gemacht. Die Details, die man hier entdecken kann, obwohl es jetzt nur so ein Foto-Point-and-Click-Adventure ist. Es ist echt cool gemacht. Das Insektennest. There used to be such life around here before it became an insect ghetto. That was a very long time ago, Marty. I was a little chick, and the hop dog had the best pancakes in the entire city. Well, since Zip became the owner, the cook, and the waitress, I imagine it's all gone downhill. True. But at least the coffee's good. That's right. I have no idea what that mongrel's doing with it, and I don't want to know, but its aroma is unbeatable. Okay. Also ein Insekt. Das sind eigentlich auch, irgendwie sind es ein paar Rassisten hier. Das ist schon richtig. Die prangern natürlich den Rassismus auch ein bisschen an. Aber hier so ein Insektenghetto. Achtung. We don't serve bugs here. Ah ja, okay. Das ist schon ein bisschen rassistisch. Und das soll auch so sein. Ich glaube, das soll so ein bisschen das Spiel auch... Der Gott, der Pfannkuchen. Okay. Are you sure that thing's a dog? I always wondered. The name Hop Dog is quite a giveaway. Don't you think so, Mr. Detective? Sometimes the most natural connections lead us astray. Who said that? A natural-born genius? Yeah, right. Okay, ob das wirklich ein Hund ist. Aber der hat den auch super imitiert gerade. Ich könnte mit meiner tiefen Stimme natürlich auch versuchen, ihn zu imitieren. Aber das wird nicht klappen. Ugh, the place is deserted. Poor Zip. You're right. Yeah, the guy's middle name is bad luck. That's for sure. Der alten Zeiten wegen. Ich gehe mit dem Kaffee trinken. Besuche nach der ersten Polizeiszene den Hop Dog. Yeah. Also ich habe mir vorher, ich bin da schon eher so jemand, der sich mal auf den Achievement Pages die Achievements anschaut von Spielen. Und da hier werde ich jetzt erstmal später einen Blick drauf werfen. Aber ihr kennt ja hoffentlich alle StadiaHunters.com. Stadia Hunters ist die Achievement-Seite über Stadia-Spiele schlechthin. Da kann man auch seinen Account verknüpfen von Stadia mit Stadia Hunters und dann wird der auf Stadia Hunters getrackt, verglichen. Man landet dann in einer Rangliste auch. Man kann sich vergleichen, man kann sich austauschen, man kann aber auch über die einzelnen Achievements der Games etwas erfahren und meistens sind die immer relativ früh dran. Also dieses Spiel ist ja jetzt auf Stadia genau 24 Stunden raus und ich bin mir fast sicher, dass auf Stadia Hunters mindestens alle Achievements schon verzeichnet sind. Die kann man ja auch nachschlagen, wenn nicht geheime Achievements dabei sind. Und selbst die geheimen Achievements, da kann man sich auf jeden Fall austauschen. Und, die Tür kann ich mal angucken. Aber auch die geheimen Achievements, die erfährt man dann relativ früh und man kann sich darüber austauschen. Ich werde mir die Achievements zu diesem Spiel mal angucken und dann mal vielleicht schauen, auf was ich achte. Auf jeden Fall. Ich werde jetzt vielleicht nicht jedes einzeln verfolgen, aber ich werde schon schauen, dass ich zum Beispiel in der Story jetzt nicht unbedingt irgendwelche Achievements passe. Sonst muss ich die ja nochmal durchspielen. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel hier nicht her wäre, hätte ich dieses Achievement nicht bekommen. Und vielleicht kann ich das ja auch mit den Stadia Hunters teilen in der Community. Vielleicht hat es ja noch keiner errungen. Jetzt bezweifle ich zwar, aber im Prinzip StadiaHunters.com, mein Tipp. Einfach mal hinsurfen. Oh, der Jazz ist aber klasse. Einfach
coole Musik. Ey, das wird mir sowas von wie sagt man denn? DRM'd, geclaimed. Die Copyrights an der Musik wird mir so geclaimed. Und wisst ihr was? Das ist mir so egal. Das ist so cool. Das bleibt auf jeden Fall drin. Hello, boys. Now, get the hell out of here while I'm asking nicely. Hey, is that how you greet two old friends? Hey, I'm not joking, Sonny. I got a shotgun under the bar. No, you don't, because if you had, we'd arrest you here and now. If there's still life in you when you're full of buckshot. It's going well so far. We're just here for a coffee, Zip. Nothing's like old times. Haven't you noticed? Yeah, as a matter of fact, it's quite noticeable. Shit. All right. And where'd you blow in from? We haven't been anywhere yet, but we're going somewhere. Everybody's going somewhere, right? Tell me, how much do you know, Zip? That depends. How deep is it? Jetzt kann ich ihn auch mal... Bottom of the well kind. Goes down around Ibn Wessler. Holy hell! Wessler? You've dipped your wings in deep shit, boys. If you've got anything on him, don't keep it to yourself. We'd be grateful. Grateful. Maybe you're not gonna trash my joint this time, eh? You know, Ibn's acting strange nowadays. He always believed that if you want something done, you do it yourself. That's how it was for years anyway. And? But now, he left his real estate, the fish racing clubs, the casinos, and the bars to his right-hand man, Mongrel Mick. And ever since, he's been kinda weird. Bottomed out, brooding in the seediest joints of the city. Nobody ever knew him to be like this. Weird. Yeah, weird. Do you think it's about a lady? It's always about a lady. Well, there is a woman, I knew it. but not like you think. Is this gonna cost much? Only a favor. Like the good. Okay, I'm in. Okay. Was kann ich jetzt machen? Was machen wir? Na, mit dem brauche ich jetzt nicht nochmal reden. Okay. Wir können auf jeden Fall mal hier. Fly with me, baby. And voila, the master himself. What a finch. Sonny, he's a pigeon, not a finch. Don't make me angry, Marty. Okay, I was only joking. Carsten Mavis. The new star of Rock'n'Roll. Das ist so ein bisschen natürlich Elvis Presley. Carsten Mavis. Jukebox. Kann ich ein bisschen Musik anspielen. Für eine Handvoll Federn. Tote Fliegen reden nicht. Nicht alle Bullen sind Schweine. Nee, doch. Was denn? Nö. Sehr geil. Sehr entspannte Musik. Passend zu der Graphic Novel im Point-and-Click-Adventure-Style. In der Hauptrolle 2 Hähne, die sich gar nicht so grün sind. Für eine Handvoll Federn. Sehr coole Musik zu einem sehr passenden und gechillten Spiel. Sehr cool. Das ist echt gut gemacht. Gekritzelt. Oh, fuck the king. What insight? Well, that's a good question, pal. Where all the colors go. Sehr cool. Alte The Karte. highlight of my day. Yeah, I can smell it already.
How does he make the coffee here so special? Look at that mangy trash panda and tell me, do you really want to know? You're right. As always. Okay, wir haben jetzt was erfahren hier bei dem... The door didn't look like this last time. Yeah, because last time you tore it out and beat that baboon with it. Oh, yeah. I remember now. So that's why Zip remodeled the whole place. He had to. We didn't leave much of it standing. If I didn't know how nice we are. Welcome to the club, partner. Ist sehr geil. Also die haben den Laden letztes Mal voll auseinandergenommen. Natürlich ist der ein bisschen sauer, aber der hat ja gerade gesagt, dass der Eben Wessler alles seiner zweiten Hand überlassen hat. Seiner Right Hand. Dann gehen wir nochmal ins Hotel zurück. Yeesh. My condolences, pal. I see your cleaning lady died. Yeah, she set foot in the bedroom once. I haven't seen her since. Oh, I wouldn't want to go in there either. But what's that smell? Cigarettes and whiskey. Yeah, with a hint of dirty laundry, but no, this is lavender? No, that's got to be the Ibanez dame. You know, the broad who gave me the letter. And the job, obviously. Ah, pretty, huh? I can smell it. She's an exotic, too. An impala, maybe? Furry hell. That's why Chief Inspector Bloodboil hates you so much. He's jealous because your nose is better than a clucking bloodhound. The bitter old dog. He just hates all foul. True. Except for Monica. Monica's a fairy, not a bird. So, what now? Well, let's gather my stuff and head to the club. We gotta find out who this Natasha is and what she wants from us. I mean, what she really wants. After you, Boss Bird. I wouldn't like to touch anything in here anyway. If it's okay, I'll just stand around and stare out the window. Sure, just do it quietly. Alright. Also ich kann jetzt meine Sachen holen, okay. Welche Sachen hole ich denn? Ne, da brauche ich nichts mehr holen. It would be best to board it up. It'd go well with this rundown neighborhood. It may be run down, but somehow I still feel like it's honest. Sure. You could live in Cockroach Town. That's an honest place, too. Believe me, Marty, I thought about it. Why am I not surprised? Ah, okay. Also eigentlich, ich kann ja hier nichts machen, oder? Was kann ich denn hier mitnehmen? Have you started on your great novel yet? I've already started working on my will, but I realize I'd have to leave everything to you, so cluck that. Huh. Pity. I've always wanted a chicken coop smelling like old socks and bourbon. You'll have to earn it first, Marty. Die sind ja echt witzig zu zweit. Okay, die unterhalten sich richtig lustig. Über alles Just a hier. bunch of useless... Okay. Man, I can't imagine how you feel. The only good thing you ever had, huh? Shut up, Marty. Sure. Ah, okay. The old days. You know, I miss him sometimes. What? The hype? Us as celebrity cops? Nah, the work, the buzz. The phone ringing at 4 a.m. and knowing if you pick it up, you'll be dragged into something terrible, because that's your job. And of course, you pick it up every clucking time. I'm not sure it's healthy to enjoy that. Hey, no healthy animal becomes a cop in Clawville. Yeah, true. Eigentlich cool. So Eigentlich this sehr is cool. them. Yeah, the wild gentlemen. They were role models when I was a kid. Well, you must have been a weird kid, which ain't surprising. My idols were the White Wolf and Super Squirrel. The White Wolf, eh? Explains a lot. You know, when I was back in Averia, Clawville and the whole let's live together in peace bullshit seemed like an unattainable dream. Those guys made it happen. The city rose from the ashes of the Great Fire. Yeah, but look at it now. And what would have become of you if you hadn't ended up in Clawville? Perhaps. Okay. Da sind jetzt einige Einträge hinzugekommen, die gucke ich mir gleich nochmal an.
Das ist schon cool. I didn't know you used to be a kindergarten teacher. But leather? It's history, so back off. I'm touched by the trust you have in me, boss. There are things better left undisturbed, okay? Yeah, got it. Okay. Mr. Who's Davis. that shaggy creature? That's MB Davis, you bird brain. Politician? Am I gonna have to smash your beak? Seriously, I don't know who the hell he is. Sehr cool gemacht. Also, ich kann mich jetzt mit dem noch über alles Mögliche unterhalten, aber ich gehe jetzt mit der Map einfach. Ich glaube, ich kann hier nichts mehr weitermachen. Ich gehe natürlich jetzt in den Tar Club. Also, wir sind bei Stream verwalten 1,3. Ich gucke immer genau nach 1,5 Stunden. Genau nach 1,5 Stunden auf den Stream. Aber das Spiel, das kickt mich jetzt gerade so. Das ist so gechillt und so gelässig und das. Entschuldigung. Es zieht mich jetzt gerade so in seinen Bann, dass ich will nicht ausschalten. Ich will einfach weitermachen. Ich will einfach noch ein bisschen das Spiel genießen. Das ist so lässig. Das ist lustig. Interessant, spannend. Aber es ist auch voll gechillt. Das ist überhaupt nicht. Das ist bisher, bis auf die Interrogation, ist es halt bisher nicht Midnight schwierig had gewesen. passed, and the intoxicated madness kicked in. We could only crawl along Shalva District's main street toward downtown. The city's heart beat differently. Ancient buildings were defaced by neon signs and billboards, like half-drunk lovers on a fine leather sofa. Great old houses neighbored by garish modern blocks. A place that makes the head hurt. The Tsar's huge neon sign was visible for miles. A blazing red sign advertised tonight's main attraction, the amazing Natasha. Cops were never welcomed at places like this. I hoped we were too late for the show. We had to be inconspicuous, but it was never easy with this bird mountain by my side. Ah, so this is the famous Tsar Club. More like infamous, Marty. It's not for our kind, that's for sure. And I don't mean that they don't like foul here. Well, at least we don't have to be afraid that they see you as a detective, Boss Bird. Very funny, Marty. So what are we gonna do now? We find Natasha, the broad who sent me the message, remember? But first we need to get into the club. And Marty, please, don't monkey this up. Excuse me? On behalf of the well-respected and noble primate community of Clawville? Cut the crap, Marty. Let's focus on what we're here for, okay? As you say, Boss Bird. Oh, das ist klasse. Vielleicht könnt ihr mir kurz mal irgendwie in den Chat schreiben, wie euch das Spiel gefällt. Also mir gefällt es wirklich sehr cool. Es ist für heute Abend auf jeden Fall für mich das richtige Spiel. Ich bin so froh, dass ich das ausgewählt habe. Ich bin so froh, dass das bei Stadia Pro reinkam. Ich bin so froh, ich habe mich schon vorher dafür interessiert. Es ist ja schon ein paar Tage, also Wochen auf Stadia verfügbar. Ich habe es nicht gekauft, weil ich mir schon gedacht habe, es rutscht noch irgendwann in Stadia Pro rein und ich habe es gehofft. Und ich muss sagen, ich bin nicht enttäuscht worden. Es ist anders, als ich gedacht habe und es ist eigentlich besser. Es ist so gechillt. Man kann ja, es ist auch ein bisschen abenteuerlich, weil die Befragung, die habe ich ja vorhin schon nicht perfekt abgeschlossen. Hätte ich besser machen können. Vielleicht gibt es auch ein Achievement dafür. Aber die Befragung war schon spannend. Bin noch nicht ganz dahinter gekommen, was ich falsch gemacht habe. Da muss ich noch ein bisschen lernen.
und das Spiel verstehen lernen, aber bisher ist so ein super gechilltes, vor allem die Musik, super gechilltes Point-and-Click-Adventure. Sehr cool. Eine Störchen. Komm, die frage ich auch mal. Honestly, I think these types of women only see faceless tuxedos, cufflinks, and wallets. And in the mirror, they're just brooches, necklaces, and earrings. Okay, ja. Don't be so radical, Marty. They're women. They live by different rules. That was kind of deep. It's not. Just bullshit. There's more where that came from. Ooh, teach me, master. When you're old and wise like me, you'll realize none of it is worth a damn thing. Wait, that was deep again, right? Maybe it was, Marty. Maybe it was. Amazing. Maybe it was. Okay. Soll ich den mal fragen? Hey, that's your old friend, right? Wait, what was his name? Lawrence? Lamar? No, Liam. Lewis. Yes, it's him. Ja, Lewis. To be honest, Sonny, I always thought that guy's not all there in the head. Nobody's perfectly sane in Clawville, Marty. But if not for this old rabbit, I wouldn't be here today. I'll never forget that. Should I thank him for that? Or kill him for it. Ha. You're reading my mind, boss. Okay, geh mal rein. Türsteher. Mit dem Türsteher sprechen. Türsteher ansehen. Jeez, look at that guy. Ja, wie viel That's schauen not wir a noch? guy. That's a demon. Straight from the dog-eared pages of a cheap detective novel. Yeah, I bet his name's Bill. Nah, he's definitely a Bob. Bill oder Bob? $5 for Bill? Okay, Ja, I'm okay. in. Amen. Ja, ich werde jetzt auch mal. Komm, wir retten. Heißt der Bill oder Bob? Howdy, pal. Gentlemen, how can I help you on this wonderful, chilly night? We're expected in the VIP lounge. My apologies, but I don't remember ever seeing you gentlemen here before. Stop right there, big guy. I get it. Yeah, I know exactly how this works. So what do you have to do to get in? Nothing's easier, sir. Are you on the list? The list? Yeah. Yeah, I'm, totally. Don't tell me you forgot. I'm afraid I did, Marty. Sorry, big guy, but I'm pretty sure we're not on the list tonight. That's a shame. I'm really sorry, sirs. In that case, you can't come in. Oh, schlecht. Yeah, right. Thanks. My pleasure, gentlemen. My pleasure, gentlemen. Okay, wie kommen wir jetzt rein? Wie kommen wir jetzt rein? Ah, wir können mal Zeitung lesen. Do you remember when the Clawville Chronicle was a really high-quality newspaper? Ja. You mean when they wrote something about us daily? Yeah. What exactly happened to them? Well, they got bored with us, Marty. And to be honest, so did I. Oh, das war ein Schlag jetzt, But ne? still, here we are working together again. Funny, huh? Yeah, hilarious. Ja. Hilarious. So. Ich bin mir eigentlich auch. Ich bin so gespannt, was Sunny Cloud Gaming über dieses Spiel sagen wird, weil sein Name ja ständig genannt wird. So lustig. Farbetouren, schicker Wagen. Oh, look at that. Oh. Isn't that the new... It is, Marty. A brand new 942 Silver Hawk. Haven't seen such beauty since I left Averia. Of all that's furry, whose is it? Maybe it's Ibn Wessler's. I guess he's no paper tiger. Yeah, he sounds like a fellow who drives around in one of these. Lucky bastard. Okay. Also wie kommen wir jetzt in den Club rein? Das ist jetzt die nächste Aufgabe. Die löse ich heute noch. Wie kommen wir in diesen Club? Ich frage nochmal den. Just one... Nee. Ich kann ihn...
What can you tell me about the first lady of the place, big guy? You mean Miss Natasha Katsenko, sir? You're right on point, pal. Nothing you don't know already, sir. Just try me. Well, she owns the place. And, that's it? Well, that's, unbelievable. Pardon, monsieur, but I'm not permitted to say anything more. Ah ja, klar, natürlich. Der darf ja nicht mehr Auskunft geben. Look, I really don't want any trouble, but... It is even more inconvenient for me, sir, but this place doesn't like, coppers. Forgive the slang. I can't let just anybody in, and there are some I'm strictly forbidden to. Please, you have to understand. Listen here, you cow. Do you have any idea who we are? You ever read the papers? Of course, I know who you are, sir. I read the news and more, and I must admit it's an honor to meet you in person, Mr. Santino Featherland and Mr. Marty Machikin. The Bell of the Pantheress is one of my favorite books. Oh my god, not the books again. So it would be terribly inconvenient for me if I had to use force on you, gentlemen. Okay. Das ist, aber er ist sehr freundlich. Er bedauert es, wenn er gegen uns Gewalt anwenden müsste. Es ist sehr, sehr nett. What did you just say? Relax, Marty. This guy has chicks like you for breakfast. Thanks for the information, pal. Have a nice night. Okay. Thank you for understanding, gentlemen, and forgive me for my austere composition. No problem, Shakespeare. Shakespeare. Also komm. Say, big guy, you know Mr. Lewis Hayworth? But of course, Mr. Hayworth is an impeccable gentleman. Is that so? I'm afraid that is all, monsieur. Also viel weiß er nicht. Okay. Yes, gentlemen. Nein. Neue Person. Ah ja. Okay, jetzt rasselt hier alles rein. 9. Der Archibald. Nochmal. Groß wie ein Berg, spricht wie ein Dichter, riecht nach Stall. Der Klotz von einem Türsteher, der Sark überwacht, der untersteht wahrscheinlich direkt dem Westlers Befehlen. Außerdem ist der Ausländer ordentlich gebildet und drückt sich sehr gewählt aus. Ja, das ist echt lustig geschrieben. Sehr cool. Was kann der? Wer ist das? Eben Wessler. Der hat sich sehr merkwürdig verhalten. Als ob er versuchen wollte, sich aus seinen illegalen Machenschaften zurückzuziehen. Und dann einfach das Leben schlichter Freuden zu führen. Das wäre an sich kein Problem, aber es geht vollständig gegen seinen Charakter. Aha, ich glaube ja, der wird irgendwie bedroht und muss deshalb seine Geschäfte vielleicht abgeben. Aber wie kommen wir hier rein? Wir kommen nicht hier rein. Ach doch, vielleicht kann ich irgendwie einen Gegenstand? Kann ich... Auswahl ändern. Okay. Molly. Alles klar, das ist die... Ich rede mal mit dem. Sonny, my dear friend. Ja? Hi, Lewis. This is my partner, but I'm sure you already know. You have no idea how... Pleasure's all mine, Lawrence. Lawrence? Don't ruffle my feathers, Lewis. Those days are long gone. We're just here for the entertainment. I see. Well, that's a shame. See you inside? I have something to do, my pal, but I'll try to make it for the main event. Okay then. Catch you later, pal. Die tragen übrigens alle Handschuhe. Wie geil ist das denn? Das ist so cool gemacht. Die Fotos sind so super aufbereitet. Okay. That fella's built like a brick shithouse. I don't think we'll be able to just sneak past him. Wanna bet? Not today, Marty. Remember, we must avoid suspicion. Okay. It's okay, Bertha.
Maybe next time. What was that? Nothing. Just Nothing. the wind. Just the wind. Did you Okay. bring Big Bertha with you? Gods, no. What are you thinking? What idiot would bring a shotgun to a club? Was that a rhetorical question? Sehr cool. Okay, da hat... Ah ja, also ich kann den... Ich guck's mal an. You know, seeing this, I can't wait for the show. The girls? New Year's Eve's once a year, right? Have I asked how Laura's doing? Whoa, hey, I was just kidding, okay? My relationship with Laura is unwavering, like the rhino beauty on this picture. Interesting taste you've got. Feathers, scales, or dermal armor, a lady's a lady, my friend. Okay, die Nashornfrau? Thank the wild gods for self-sacrificing gentlemen like you. Sehr cool. Die Nashornfrau hat sie mal getan. Sehr cool. Erstmal nicht rassistisch. Okay. One day, neon signs will cover the whole world, I'm telling you. The Tsar Club. I'm not gonna forget this buzzing red neon light anytime soon. Oh, sehr cool. Also. Let's not bother her. Nee, die soll man nicht stören, aber ihn hier. Okay, aber kann der uns reinbringen? Vielleicht frage ich ihn nochmal. Look, Lewis, that bouncer over there. Oh ja. Well, yes. He is a bit intimidating, but his manners are impeccable. Am I right? Yes, indeed, but it seems tonight we're not on his list. Oh, I see. Oh, I get it. I get it. You'd like to go in, but... Ah, jetzt. Yeah, something like that. No, no problem at all. Come with me. I'll talk to him. Ja, jetzt. Also. Es geht darum, bei dem Spiel hier öfter mal, wenn man auf dem Holzweg war, vielleicht nochmal den gleichen Weg trotzdem zu probieren. Das heißt, ich habe ja mit ihm schon gesprochen, aber ich habe mit dem Türsteher quasi vorher noch nicht gesprochen gehabt und jetzt habe ich mit ihm nochmal, mit Louis nochmal gesprochen über die Konversation mit dem Türsteher. Und das funktioniert. Also das ist richtig cool. Also man muss dann doch manche Wege doppelt probieren. Sehr interessant. Much obliged, pal. Yeah, thanks, Bunny. Excuse me. Ah, jeez, what the hell's wrong with you, Marty? What? Did I say something wrong? Ja, und jetzt? Sir, how'd you do? Ah, jetzt gehe ich mit Louis zu ihm nochmal hin. Everything's fine, Mr. Ayworth. Good. Cool. Look, this noble pair of pigeons are my friends. They're on the list, okay? Naturellement, sir. And as for you, you owe me one. Thanks, old pal. It was my pleasure to help you, as always. Okay. Und rein. Sehr cool. The Also, das jazz overwhelmed us. Wow. There was no band in sight, yet the music seeped from the walls like years of cigarette smoke and the smell of spilt whiskey. Behind the bar, rows of fancy bottles reflected the harmonious voices of pretty dames and the clinking of crystal glass. It was the kind of place that makes you drunk, even if you've never had a sip. A dangerous place for someone like me. No matter how alien I felt, it was strangely like coming home. Welcome to the Tsar. Well, here we are. Das ist schon eine sehr coole Sprache, die hier benutzt wird. Es macht mir echt Freude gerade, diese Sprache auch mit dem Spiel zu erleben. Das ist so ein cooler Gesamteindruck. Das passt alles hervorragend zusammen. Mother of... Wow. I take you to the nicest places, eh, sweetheart? Oh, does it mean you're buying, honey? Don't even think about it. Oh, men these days. So, we're here to find a dame called Natasha. I have a hunch she won't be hard to find. Let's mingle and try to avoid suspicion. Just like always. No, Marty, not like always.
This time it's for real. Okay. Also, sehr, sehr cool. Bühne. Fuchs. Fuchs. Fuchs an. A fox is a wolf who sends flowers. Oh. Wie poetisch. What? Oh, nothing. I read it somewhere. Fascinating. I didn't know you could read. Ha ha ha. Very funny. Fox, the wolf who sends flowers. Vielender. So, where the hell is Natasha? Let's ask that stud over there with those nice gals. That guy looks way too horny for my taste. Oh man, your sense of humor is bad as ever. You just need to get used to it again. What? This is the life, huh? What's this guy do? Real estate? Mob accountant? Or is he a movie star? This is... He looks like a coat hanger to me. That was actually worse than the previous joke. I try. Das ist sehr geil. Die unterhalten mich halt. Das sieht aus wie ein Kleiderständer. Das ist sehr geil. Sehr geil. Ich guck nochmal den Fuchs an. Remember that old case with the fox? How could I even forget? Absurd, right? All that bloodshed for a piece of cheese. Was? Ein blutvergießener Käse? Das ist ja richtig lustig. Ist das geil. Das sind so coole, das sind echt coole References für nichts und wieder nichts und geil. Nur für den... Yeah, hunger can bring out the monster in animals. And the wildest and most primordial instincts, no matter how civilized they seem. As you say, Marty. Das ist geil. Völlig Nonsens. Aber sehr, sehr cool. Oh, die Bühne. Die I leere was Bühne. hoping to have missed the main event. You're a rusty old cock, that's why. So says the little butt jam. But what? That's not even a word. It is now, all because of you. You should feel honored. You know, Sonny, sometimes you're like an evil little child. What is it, butt jam? Nothing, old fart. Ja, kann alles zweimal mindestens. What is it, butt jam? Ja. Nothing. What is it, butt? Ja, genau, man kann alles zweimal angucken. So cool. Okay, wo kann man denn hin? Wo kann man hin? Ich kann jetzt wirklich hier, ja genau, also ich habe die 3 Optionen. Ich kann die natürlich drehen. Wenn ich hier runterschalte, dann kann ich natürlich alle Optionen auch auswählen. Jetzt weiß ich. Okay. Wow, Handlanger, Filmplakat. Sehr cool. Handlanger gucke ich mir nachher an. Bedienung? Ja. She has pretty long legs. I mean, pretty and long legs for a squirrel, but I don't want to be prejudiced. We're not. Okay, da habe ich den drauf. Aber das ist nicht. 2 whiskeys, kid, and no horsing around. I've never heard that one before. Immer die alten Witze auspacken gegenüber dem Barmann. Ja, genau. Sonny, you gotta drive, you know? Yeah, you're right, Marty. Hey, Longface, give me a glass of tap water too, okay? Long face. Yes, sir. Coming right up. That So cool. wasn't exactly what I meant. As I recall, you're always bragging about hiding your shotgun in your coat so well, no one can see it. Sure. Maybe I have it with me now. What? Well, do you see that bottle, Marty? That's a 28-year-old Golden Eagle whiskey. Of all the furry gods, you're right. And they've just left it on the bar. Someone ordered it, got so drunk he forgot all about it. So
So we're confiscating it as evidence. Yeah, well, more like stealing it. But if it's easier for you. You're twisted, pal. But to be honest, I've no objections. Oh, ich glaube, wir haben jetzt gerade eine... Oh, dann nehme ich mit. Look, Sonny, I know it's not my place, but Laura's father went to that guy when his, problems had gone too far. Oh, you're treading on thin ice, Marty. No, Look, fellas at the station are talking, All talking, eh? About what? About why Blood Boil took my badge? About what an untrustworthy Look, I'm sorry, it doesn't matter. Good, and let it stay that way. At least we're cracking this one together, yeah? Sure, Marty. Sehr witzig. Also, Bedienung. That girl is looking at me. She's just looking at anyone whose glass is empty, Marty. That's all. No, Sonny. She was staring at me, hard. Now, I saw it. Marty, you're imagining things. Oh, wait a second. You see that, right? She's looking right at us with those big, black, weird squirrel eyes. Okay, Marty, don't panic. And just look elsewhere and walk away slowly. Creepy little squirrel girl. Okay. Also, dann guck ich mal den an. Hey, there's Filmar. Who? Oh, yes, Filmar. Because that's what he calls himself, right? You know him well? We had some seriously Sounds good. Like the blurb of some cheap Pulp Fiction book. Yeah, it was the exact opposite. But the old bird's worth saying hi to. Ah, ich kenne den. Okay, dann. Well, if it isn't the great detective, Marlowe. Blow me, Sonny. You know I don't use that name anymore. Okay, Mr. Dumbass alias Phil Marlowe. So says someone who tried to go undercover with a Feather Pillow Mafia as a turkey. Hey, that was a long time ago. And I stick to my principles and my stupidity. Phil Marlowe, and that's that. Don't rile me up, you old fart. Okay, fair enough. Sorry, I'm a little clucked tonight. I know the feeling, pal. By the way, what are you two doing here? You stick out a bit. Are you here for a good old-fashioned beating? We stick out? Man, you look terrible. Like someone who sat on an electric pole. Don't even ask. I feel exactly like that. You want a case? 5 feet tall, half of that legs. Angelic voice, demonic eyes, just the usual. Oh, boy. And you? Something like that. Just don't know the exact numbers yet. A dame named Natasha. She called us here. If I'm not mistaken, the joint is hers. Yeah, she owns the joint, amongst others. Well, good luck, guys. That broad has a reputation. She's not the kind to toy with, if you know what I mean. Any useful information? For free? Stop clucking around. All right, but just because of the old days. Look for me after you've talked to her. You wouldn't understand what I have to say about her before then. Don't leave unless you're thrown out, in which case, you know the drill. We don't know each other, I'll deny you in a blink. Okay, das ist mal ein wichtiger Hinweis. Also, das merken wir uns. Wir reden mit ihm, bevor wir rausgeworfen werden. Good to see you too, old pal. We'll be back. Sehr interessant. Ah, jetzt geht's weiter. Aha. Oh. Kam jetzt gerade jemand rein. Oh. Ja. Ibens Begleiterin. Aha. Filmplakat. Iben. Handlanger. Den will ich mir noch vorher an. This guy is certainly not a gangster henchman. Of course he's not. Okay. Ah, jetzt gucke ich mir Iben erstmal an. Isn't that? Yeah. Yes. Achso, nochmal. Just try to act normal, as much as you can. Yup, that's him. The big rat in the flesh.
Well, it looks like this unpleasant conversation can't be avoided. Ah, ich kann mit ihm sprechen. Okay, aber ich will erst sie sehen. That woman with Ibn. I think I know her from somewhere. Maybe in your dreams, pal. Ah, mit der kann ich nicht sprechen. Ja, ja. Okay, also. Was haben wir denn alles? Wir haben die Filmplakate noch. Okay. You think this is one of those movies where the femme fatale gets everything in the end and the poor detective's left stranded? Yep, just like life. Bogan and Bandicoot. McSheen. The loudest howl. Huh. Another Lupus movie. Jeez. Is there nothing today they're not trying to sell with this guy? Das sind irgendwie alles Referenzen. Natürlich witzig. Oder? Ooh, I've seen this. Hicks Poodle plays a private eye, hired to look for a woman, then gets into some kind of blackmail thing that's connected to the first case, and... Hey, Marty? What, yeah? I don't give a shit. X-Poodle. Murder my tweet. Alles gut reden. Just act nonchalant, my friend. No, it can't be. What now? Is that Olivia? No, Marty. Hey, Olivia. Are you talking to me? It's me, Marty. Oh, God. What a pleasant surprise. The Rooster Copper's in person. Chicken police. But yeah, Mr. Wessler, you could say so. The name's... Sunny Featherland, of course, of course. Chicken police. Your partner is, he is, Sunny Featherland, yeah. Marty McChicken. Marty sir. McChicken. I just introduced myself to your lady companion seconds ago. Oh yeah. I'm so happy to see you. Hello, boys. So, to what do we owe this pleasure, gentlemen? Yeah, so, we were, just in the neighborhood, and... Cut the crap, Marty. All right, we're here for your sweetheart, Natasha. Oh, I see. No big deal. Just a blackmail thing. You know, horrifying threats written on the wall with blood-red paint. The usual stuff. You must be familiar with this kind of thing. Oh yeah, indeed. It's, nasty business. But I didn't know Natasha hired a detective because of this simple matter, but to be honest, I understand. I would have taken matters into my own hands, you see. But I'm kind of busy. Mr. Wessler had a meeting with Attorney General Hamtaro yesterday, so he's rather tired. Oh, dear Olivia, it's okay. These gentlemen are just doing their job, right? And if I've heard correctly, they're notoriously thorough. So, how can I help you? We've got a few questions, if you don't mind. I'm at your service. Okay, ich kann den jetzt interrogieren, also befragen wahrscheinlich. Kann ich nicht ansprechen? Also dann mache ich das mal. Okay, befragen. Ah ja, okay, ich kann die... Has your assistant been working for you long? Are you talking about me? Yes, I'm talking about you, ma'am. Let me answer your question then. I've been in Mr. Wessler's employment for 6 months. Why do you ask? Oh, just routine questioning, you know. Most of them aren't good for anything. Just killing time. It sounded rude to me. Yeah, please forgive a detective. Olivia's a real firecracker. Okay. Also, ich frag's mal über den Startclock. Nice bunker you got here. Well, thank you, but it's not mine. Not anymore. But I'm sure you already know that. Listen, detective. If you want to know something, please ask straight, huh? All right, Mr. Wessler, let's make this a bit more professional. Okay. Okay, fragen wir ihn über sich selber. I'm not as exciting as people tend to believe. I grew up in a poor family of many siblings.
I'm the only one still alive, unfortunately. My career started with a shoe store, and now, here I am. Ein Schuhverkäufer. I wouldn't call that an average life. Shoe store owner to mob boss. How dare you speak to Mr. Wessler like that? Leave it, Olivia, dear. It's just provocation. I'm sorry if I offended you, Mr. Wessler. Shall we talk about something else? Everybody knows Mr. Hayworth. He's an antique piece of furniture in this city. Only a bit worn out. It's not my fault that he's so much in debt, Detective, but the name of his family still rings quite loud in Clawville. Is that still worth anything? The name is just their name, of course, but the man behind the name is another matter, Mr. Featherland. You're a pragmatic rat. Thank you. Okay. Wer ist jetzt Louis C. Hayworth nochmal? Ich muss nochmal gucken. Also, von Natascha Katzenko ist diese Besitzerin. Look, Detective, if you want to know something, just ask. Ja, ich frage ja. All right, Mr. Wessler. Ja gut, da will er jetzt nicht dazu sagen. Alles klar. Gut, ich habe ihn befragt. Jetzt kann ich ihn nochmal in die Mangel nehmen. Das mache ich jetzt. Also jetzt kommt... Wessler is a tricky guy. Yeah. Unfortunately, I don't know enough about him, so I have to be cunning. I can't just pin him against a wall. Okay. Yet. Alles klar. Was haben Sie gedacht, als Sie von der Erpressung hörten? Jetzt pass auf. Detective Meter ist bei Minus. Eindrücke durchtrieben. Wessler ist ein gerissenes Kerlchen, lederweiß. Okay. Leider weiß ich zu wenig über ihn. Also muss ich gewitzt sein. Ich kann ihn nicht einfach in die Ecke drängen. Jedenfalls noch nicht. Okay. Das war jetzt wieder meine Detective Voice, weil ich muss ihn jetzt befragen. Ja, er guckt schon ein bisschen verschlagen. How did you feel when you heard about the blackmail? Honestly, I found it ridiculous. And now? Now I'm kinda interested. But I wouldn't call it blackmail yet. They're just empty threats. There were no demands. Good point. Thank you. Are we done? Nein, noch lange nicht. No, not quite. Ja. I'm sorry to hear that. Okay, misstrauisch. Sie machen einen sehr beschäftigten Eindruck. Darf ich Sie fragen, was Sie geschäftlich machen? Why didn't you just call the police? Huh? Why? What would have been the use of that? A few messages aren't enough for a case. You should know that. Harassment makes for a case. So do threats. Who were you trying to convince, Sonny? Huh? They would have laughed in my face. Anyway, you know, the police station. Once I set foot in there, I'm not coming out again. Your lawyers are too good for that, Ibn. Yeah, I guess you're right, chicken. Minus 15. Echt? Geheimnistuerisch, okay. Why would anyone have reason to blackmail your girlfriend? I don't know, maybe because she's my girlfriend? You think that's enough? It's plenty enough. Good point. Oh, are you finally getting to a point? Or do you really want to dig around in my private life? Because, people who do that end up in the alley, if you catch my drift. Very much so, Mr. Wessler. Wessler is tougher than I thought, and he's secretive. It's time to gently beat around the bush. Okay. Plus 10. Immerhin. Aufbrausend. Also. Immer noch. Er ist durchtrieben, misstrauisch, geheimnistuerisch und aufbrausend. Ich weiß nicht, nach welchem Schema man gehen muss. Stehen Sie und Natascha sich nahe? Ja, die sind ja zusammen. Finden Sie die Botschaften nicht gefährlich? Gab es Nataschas vergangenen vergleichbare Vorfälle? Okay. Vergleichbare Vorfälle. Alles klar. Were there any similar incidents in Natasha's past? I mean, threats, blackmail, enemies or insane fans, psychopath pianists, perhaps. I don't know about enemies, but she's a celebrity. A star shining bright in Clawville's night sky. Do you understand?
She gets endless fan mail. It could be anybody. Natasha doesn't feel that way. I've noticed. Ah, plus 15, okay. Reden Sie Klartext, Wessler. Zeitverschwendung bringt uns beide nicht weiter. Ganz sachte nähern. Okay, sachte heißt aber nicht das. Do you think one of her fans is the culprit? Someone who can't take rejection, maybe? Why not? It's quite common. It's a typical motive, indeed. Any ideas who it could be? Yeah. Attorney General Hamtaro is obsessed with Natasha. But he's, more like the kiss on the hand, flowers bowing type. Throwing bricks through the window is not his style. I can't think of anybody else. Or rather, I can think of everybody else about... I get it. Plus 20, ja, okay. Wären Sie bereit, auf der Revier eine Aussage zu machen? Ist eigentlich auch zu direkt. Früher vergleichbare Drohungen habe ich doch schon gefragt. The mob boss and the pussycat, eh? How did you even meet? Huh? Are you trying to piss me off, Corpora, so I accidentally let some big secret slip out, huh? A simple answer would work. You know, Natasha, she's both connoisseur and muse. So, how was it? You don't remember? That's strange. Ah, yeah. The millions, of course. It was like another lifetime. It happened right here. Only this place was called the Millions back then. She was a dancer. Behind the scenes, I arranged opportunities for her on the big stage. Yeah, maybe she still doesn't know it was me. Then one day, I invited her for a drink with a promise that if she was willing to meet me, I'd buy the place for her. Oh, nett. Alles klar. I guess she was willing. The next day, she had the club in her name. Well, that is romantic. Yeah, there are many kinds of romance, Birdman. There's cheap and there's expensive. You get what you can afford. Oh, plus 10. Alles klar. Do you live in the same house as... Oh, you're really something. Natasha's a free woman, but mostly, yeah, at my place in Goldtown. But she has her own kind of a weekend house. How often does she use the weekend house? Yeah, every other weekend. Roughly. I see. That's very important information. Okay. If you say so. Plus 10. Ist sie ganz alleine, wenn sie am Wochenende dort ist, oder dann fühlt sich Natascha also massiv bedroht, geht aber trotzdem alleine aus? So Natasha feels like she's in grave danger, yet she's still going out alone. Yeah, I know what you're getting at. But I'm 100% sure of her loyalty. She's gone out very rarely since this started, and mostly in my company. Yeah, you know, I'm not sure if you do, but in our social circles, banquets and dinners are frequent. Illegal gambling now. You got me there. Yeah, you're right. Natasha is crazy about the roulette wheel. Ah, interessant. Always putting it all on the red, right? Yeah, you're a real rotten bastard, Sonny. Although, yeah, always on the red. Yeah, right. So, can we meet your lady? I don't see why not. But first, please, listen to her sing. She's on soon. Interessant. Aha. Ich bin ein echter Ermittler. Fokusgenauigkeit 90%, gestellte Fragen 8. Oh, da war jetzt nur eine kurze falsche dabei. Sehr interessant. Okay. Guten Abend zusammen. Fluffy ist ja... Ich habe gar nicht mehr auf den Chat geguckt. Tut mir leid. Oh, ja. Aber ich mache jetzt weiter. Fortsetzen. Thank you Sehr for your cool. time. Das war jetzt meine We'll be zweite seeing Frage. you. Die war nicht schlecht. Vielleicht gibt es bei 100% ein Achievement. I have no doubt about that.
unfortunately. Hey, we should grab a coffee or something, Olivia. You know, for old time's sake. Pleasure to meet you, gentlemen. Goodbye. Oh. Please, take a seat. The show's gonna start soon. Okay. Okay, jetzt kommt die Show. Fine. Sonny. Chloe's still lying in my bed, and it's dead. That was, unique. Oh, that is cute. Nobody has ever given me such a unique compliment before. Forgive me, my name is Santino Featherland. I thought so. You look more or less like I imagined. More or less. Sometimes less is more, Mr. Featherland. You were amazing, dear, as always. Could you be my little furball and fetch me a cocktail? Eben will be back soon. We'll have a few minutes to talk. Then he'll end the conversation and throw you both out. With all due respect, ma'am, we're not that easy to get rid of. Doesn't matter who's trying, believe me. Doesn't matter, he'll do it. That's why I'm telling you. I don't want a scene. My room's upstairs. Meet me there in 20 minutes. Come alone, Sonny. You'd be too conspicuous otherwise. Hey. I understand. You know, they call him Target Marty at the station. I don't have time, Mr. Featherland. Sure thing, Natasha. I'll come to your room. 3 knocks, a short pause, then another 3. I'll be waiting. Go, before he comes back. I knew she was trouble the first time I saw her. She wore danger like a perfume. It was simply part of her being, and it attracted me, like light attracts the moth people. I wanted to be the microphone as she whispers her melodies, or the pillow she rests her feet on while reading some cheap romance. I wanted to be her nightdress, barely touching, barely covering her marble skin. But I was a cop, and a lifetime wouldn't be enough to rid myself of what a woman like her hides under her makeup. Keep your distance, Sonny. Just keep your distance. Oh, sehr geil. Keep your distance. Also, kurzes drittes Zwischenfazit. Das Spiel ist so lässig. Es ist so entspannt,
Es ist so lustig und ich glaube, es muss auch zum Zuschauen relativ entspannt und lässig sein. Gerade hier, Fluffy, Cisco, für euch, es ist einfach... Es ist so interessant, so ein bisschen nebenher laufen zu lassen. Ich bin euch auch nicht böse, wenn ihr den Stream hier so ein bisschen nebenher laufen lasst. Es ist so gechillt. Es ist wirklich ein saucooles Nebenher. Kein hektisches Abenteuer, sondern es ist einfach mal ein ganz gechilltes Spiel. Es ist so lustig. Und es ist richtig gut gemacht. Ich bin echt total geflasht. Ich bin wirklich so geflasht von dem Spiel. Ich will unbedingt weitermachen jetzt gerade. Boah. Alles klar. Was kann ich alles machen? Spiegel, Ausgang, Gemälde. Och, Gemälde. Alles klar. Gee, that is a unique picture and kind of daring. I admit I've never seen anything quite like it before. Ja, okay. Yes, I admit it's a little daring. I keep it. It evokes good memories. A precious old friend of mine. A most wonderful artist. He's got an eye, that's for sure, considering his model. Was that supposed to be some kind of compliment? I don't know. I don't compliment often. Not on purpose, anyway. Oh, you're funny. This woman's aware of her charm, and she knows how to use it. A rare and dangerous combination. Das ist so witzig, man kann alles nur zweimal angucken. Und beim zweiten Mal kriegt man dann die endgültige Antwort. Das ist echt cool. Das sollten alle Point-and-Click-Adventures irgendwie haben. Manche Point-and-Click-Adventures haben so bei der Repetition von Sachen immer die gleiche Antwort. Immer irgendwie so ein Standard, aber das funktioniert so nicht. Das funktioniert so nicht. Das kann ich jetzt nicht machen. Aber hier, wenn ich das zweite Mal irgendwas angucke, und das wird ja gerade bei dem Spiel hier ein bisschen forciert, weil ich musste ja vorhin bei einem Türsteher zweimal mit dem Türsteher reden. Einmal mit einer anderen Person und einmal ohne die andere Person. Das heißt, das wird hier geradezu unterstützt. Herausgefordert, dass man zweimal auf irgendwas schaut. Und hier auch. Ich gucke zweimal das Gemälde an. Es kommt nicht zweimal dieselbe Antwort, sondern beim zweiten Mal ist es natürlich ein bisschen kürzer, weil das jetzt nicht relevant war. Aber wenn es relevant hat, ja, ich nehme alles gut. Oh, the seventh trial of predation. The seventh rule. A chick police story. Die hat ja meine Story in der Hand. Sehr geil. Ist ja mein Buch. Okay, was kann ich noch angucken? Ich habe hier im Ausgang Spiegel. I bet you spend a lot of your time staring into the mirror. Do you even recognize yourself? Maybe you were trying to be rude, but, you know, that's a very good question. I was just trying to be rude. Oh, really? Well, then I'm sorry. Don't mention it. Fluffy, ich habe ja meine Detective Voice noch gar nicht ausgepackt. Pass mal auf, jetzt machen wir mal einen auf Detective hier. Also, This woman's aware of her charm, and she knows how to use it. Oh, a yeah. rare and dangerous combination. So, und jetzt machen wir einen auf Detective Voice hier. How do you like your bourbon, Mr. Featherland? In a glass. But thanks, I had a couple before I came. I feel like this may be a long night.
I hope it doesn't bother you if I have one myself. I get offended if women don't drink in my company. Oh, you are a funny guy. Oh, yeah. So I've been told. Anyway, lovely room. Yes. Look, Mr. Featherland. It's sunny. Saves us a lot of time. Okay, Sonny. So, why am I here? You know, men tend to babble in my presence. It must be exhausting. It is. But you're not the type to beat around the bush. Is it too banal if I tell you it's an occupational hazard? Terribly. So can I start the unpleasant questions? I've asked you here so you can do what you do best. Really? I thought you asked because you wanted me to investigate for you. But if you'd rather be drinking... You do have a sense of humor. Only if I'm a bit hungover. That's usually quite common. Oh, please drop the act about being the alcoholic, heartbroken ex-cop, Sonny. It would undoubtedly suit you, but I've seen you scanning my room. From the second you set foot in here, you started working, and everything I say gets sorted in your brain. Am I right? That's a bit of an exaggeration, but yeah, it's something like that. Well then, Sonny, come at me. Das ist so geil. Come at me. Well, that's something I don't hear often. With pleasure. With pleasure. Okay, also, ich könnte jetzt hier noch neue Funktionen vernehmen. Das heißt, immer wenn man mit den Personen gesprochen hat, dann kann man sie danach vernehmen. Natasha is a confident woman. I can exploit that. But I must be careful. Every part of her oozes danger. Oh yeah. Also ich höre mich, Fluffy, ich muss gestehen, ich höre mich nicht nur gechillt an, sondern das Spiel ist total gechillt. Das ist, ich habe schon 3-mal gesagt heute und es ist für mich heute, am heutigen Tag, das richtige Spiel, weil es 0 Hektik hat. Das ist so gechillt, so ruhig. Man kann das in der geeigneten Pace machen. Und dieser Grafik-Novel-Style ist so lässig. Okay. Also. Jetzt lege ich meine Detective Voice an. Und dann machen wir die Befragung. Hier mit den grünen Augen. Das war eine bemerkenswerte Vorstellung. That was a remarkable performance. I'm glad you enjoyed it. Do you perform here frequently? You're also the owner, if I'm not mistaken. Sadly, I don't have the time, but the stage still calls my name, and I perform just a few times a year, and always with a new song. So that was all the excitement. I have many admirers, if that's what you mean. Okay. Also, das Bild an der Wand ist ziemlich gewagt. Hier ist es ziemlich elegant, ihr Zimmer eingeschlossen. Okay, ich habe immer noch nicht ganz rausgefunden, selbstbewusst, geheimnisvoll. Dann nehmen wir mal das erste. Ich weiß nicht warum, aber mich tut jetzt zum ersten. The picture on the wall is quite daring. Only if you knew how old I was at the time. I think I'm on a slippery slope here. Come on, don't be shy. Ask me. All right. How old were you? Did you really believe I'd tell you? You're quite a player, aren't you? Life is anything but a game, detective. You tell me. Ist die Single? Nein, die ist ja nicht Single. Die ist ja mit der Ratte zusammen. Ist ihr Mann und der hat ihr den Club gekauft. Damals, als er noch jung war. Aber sie ist ihm treu. Okay. Ich frag sie mal, Natascha ist eine selbstbewusste Frau, das kann ich ausnutzen, aber ich muss vorsichtig sein, jede Faser an ihr ist gefährlich. Also,
dann frage ich Sie mal nicht zu Ihrem Mann, sondern eigentlich direkt zu dem Fall. Glauben Sie, dass einer Ihrer Bewunderer hinter den Drohungen steckt? Do you think one of your admirers might be behind the threats? Those who admire me usually idolize me. No, I don't think it's one of them. Oh, okay, jetzt Punkte ab. You know, the soul of an animal is extremely complicated. Sometimes all it takes is a bad look or some small rejection to turn admiration into hate. That's a stillborn theory. No one hates me if they once loved me, Mr. Detective. Ah, I see. Oh, plus 10. Alles klar, plus 10. Also nochmal, das Spiel ist wahnsinnig gechillt gerade. Ich habe hier gerade übrigens, also ich könnte mir auch vorstellen, wenn ich jetzt Whisky trinken würde, dann würde ich mit Whisky aufmachen, einfach einen Whisky dazu genießen. Ich bin kein Whisky-Trinker, ich mag's nicht. Ich hasse Whisky eigentlich, aber ich kann es mir nur vorstellen, dass man das, ich habe hier gerade übrigens mein zweites Bier offen, oder drittes eigentlich. Aber es ist wirklich ein so gechilltes Spiel. Das kann man richtig cool genießen. Das ist so witzig. Und jetzt kommt es in die entscheidende Phase. Also sie ist selbstbewusst, geheimnisvoll und kalt. Und ich müsste jetzt diese Fakten ausnutzen, um die nächste Frage auszuwählen. Die ist, glaube ich, entscheidend. Okay. Dieser ganze Fall stinkt zum Himmel. Was wollen Sie denn eigentlich von mir? Oder warum haben Sie Deborah geschickt? Sie ist ein nettes Mädchen. Aber warum sind Sie nicht selbst gekommen? Oder haben Sie vielleicht Beweisstücke bezüglich der Drohungen aufbewahrt? Es gibt Punkte. Für die nächste Frage, die ich stelle, gibt es genau Punkte. Ich habe noch nicht ganz rausgefunden, warum und weshalb man manchmal mehr oder manchmal weniger Punkte kriegt. Aber ich muss jetzt irgendwie... Jede Faserne ist gefährlich. Ich frage mal die zweite, das ist so ein bisschen vorsichtiger. Oder die erste ist sehr direkt. Die zweite ist ein bisschen indirekter. Ich frage mal die dritte, oder die erste. Ich bin mir nicht sicher, aber ich frage mal die dritte. Do you have any material evidence concerning the threats? Ein Glas Rotwein, die Katze und ich bin dabei. Ja, die Katze ist echt lässig. Vor allem, es ist ja echt, man hat ja da die Katze, das Katzengesicht auf einen Körper drauf gemorpht und das ist so passend in jedem Character-Style. Das ist ja super. Das ist so cool gemacht. You may think I'm irresponsible, but I didn't keep any of it. I simply couldn't bear to look at them. Didn't you think maybe the police would need it? I didn't think I needed the police. Moreover, do you think the girlfriend of Ibn Wessler could ever turn to the cops? I see. So, what about me? How do I come into the picture? It sounds ridiculous, but you're my last hope. That does sound ridiculous, but I accept my ego and old habits. You can't do anything else, can you? Something like that. A leopard can't change its spots. Deep behind the diamond skin lies the truth. It doesn't matter how hard Natasha's trying to hide it. She's scared. Now I must concentrate to finally find out what I want to know. Also die Maße der Katze sind auch für einen Menschen nicht schlecht, glaube ich. So allgemein, wenn man jetzt einen Menschenkopf auf die Katze drauf morphen würde. Okay, was genau stand in den Drohungen? Also ich bin im Detective Meter eigentlich bei Plus. Dann frage ich mal. What was in those threats, exactly? The message itself is not a threat. It's just a word. A word. But a word again and again is threatening. Exactly. So? You really don't have any idea which word could be used for a woman like me? I guess I do. Yes, I think I know what it could be. Whore. Oh.
Cat got your tongue? Am I right? You heard it. I said what you were thinking. And yes, that was in the message. That was printed on the paper and painted on my wall in giant red letters. Well, thank you for your honesty. Okay, neuer Hinweis. Oh, das hat mir im Detective Meter eigentlich ein bisschen was davon gebracht. Hat niemand die Täter gesehen? Wirklich eine Spur von ihm? Was ist mit Filmar? Ist er hier wegen hier? Ich schlage vor, sie tauchen eine Weile unter. Oder könnten die Bedrohungen etwas mit der gefährlichen Beziehung zwischen ihnen zu tun haben? Ja, das letzte ist zu offensichtlich, das machen wir nicht. Das zweite, das vorletzte, ich schlage vor, sie tauchen eine Weile unter, ist zu... Ja, das macht die ja sowieso nicht. Dann wäre die Story irgendwie nicht langweilig. Ich frag mal das zweite, oder? Ey, da wäre doch irgendwie so eine Art Crowd-Choice, ganz cool. Also ihr könntet auch mit abstimmen. Das wäre echt cool. 1, 2, 3, 4. Ja, Barclay konnte auch nicht aufhören. Andreas Roth, hallo. Ja, das ist wirklich, das ist so ein lässiges Spiel. Auch die Musik als Untermalung, die ist ganz gechillt. Und ich war es auch ganz gechillt. Ich bin hier null Hektik. Ich habe hier noch ein halbes Bier offen. Ich finde es sehr, sehr gechillt. Aber wer ist für... Ich frage mal die Frage, weil die tanzt ein bisschen aus der Reihe. What about Filmar? Is he here because of you? Mr. Lowe helped me before, and yes, he was the first I approached. You've managed to curb my enthusiasm a little. Doesn't keeping 2 irons in the fire give me a better chance? But you don't have to worry. He didn't find anything. And he's not interested anymore. Why? Oh. You'll have to ask him. Aha, alles klar. Also, der hat ja... Das ist der Kollege, ja, der unten war. Der hat ja vorhin schon gesagt, wenn ich mit ihr gesprochen habe, dann soll ich nochmal an ihn herantreten. Und das werde ich ihn fragen. I think I'll do that. Ja, I think I'll do that. Okay. Geheimnisvoll ängstlich. Ja, ich bin jetzt gar nicht schlecht. Okay. Es ist also kein Fan, auch niemand aus ihrem Umfeld. Wen haben Sie im Verdacht? Das ist ganz okay. Vielleicht könnte ich die Frage stellen. Ein dunkler Schatten aus der Vergangenheit. Ist lieber mein Ehemann vielleicht? Das ist ja dieselbe Frage. Dann frage ich die zweite. A dark shadow from the past. An ex-lover. A husband, maybe. A husband. I'm surprised you asked that just now. Well, I have my habits. Some call my methods peculiar. What a curious way to put it. I'm a curious kind of fellow. So? I've never been married, and I don't really have any serious relationship before Hobart. Hobart ist Ihr Sponsor. Oder Ihr Freund. A more dangerous, not serious relationship, maybe? I've never been with anyone long enough for them to hate me. Love is just another face of hate. Oh, das ist ja ein Satz, den rahme ich mir, glaube ich, ein. Love is nothing like another face of hate. Sehr cool. Sehr cooler Satz. Das ist damit können wir, ich habe mir einen Screenshot gemacht von dem Satz. Liebe ist nichts weiter als das Angesicht des Hasses. So is hate a face of love then? I guess. Were you on the run? No, Mr. Featherland. I came to Clawville with a clean slate, and I'd like to believe it will stay that way. You mean as the girlfriend of Ibn Wessler, the biggest mob boss in Clawville? Yeah, good luck with that. Natasha is a mysterious woman, but I must gouge out at least one of her secrets. Enough games. It's time to know why I'm here. Oh, das ist ein Hinweis. Also jetzt gehe ich in die Vollen. Lassen Sie uns zur Sache kommen.
Woher kennen Sie Molly? Let's stop beating about the bush. How do you know Molly? I'm prepared for that question, but it's still not easy. You knew very well that if you threw in the name of my wife, I'd come to you, no matter how vague and suspicious the case was. I just want to know if you're... I really know her. I'm not lying. Oh, really? How? Were you a nurse, too? Forgive me, but I don't think so. Oh. Don't be rude and so cynical, Sonny. Oh, jetzt werde ich unhöflich. Okay. I'm sorry, but that's me when feline claws are at my throat. Die Krallen einer Katze. Molly is an old and good friend of mine. She has nothing to do with this, but I knew that if I didn't mention it to you, you wouldn't have come. Ja, da hat sie recht. Wahrscheinlich ist Molly mein Stichwort gewesen. Molly ist meine Ex-Frau. Yeah, Natasha, you're right there. Ja. I knew you were a decent fowl, that you would help me. That's what you're famous for. Don't go there. Flattery doesn't work. Look, forgive me. You're right, you shouldn't have. But to be honest, I don't think she's my wife anymore. On paper she is, but I haven't seen her in years. I'm sorry, I didn't know. Really? Da kann ich auch nichts vorlesen, wenn hier nur I eingeschrieben did. wird. I knew I checked you out before I sent Deborah. Look me. This case is getting more and more intriguing. Ah. Okay. Oh, ich bin im Detective Meter fast weit oben. Was genau wollen Sie von mir? Oder haben Sie mich von Anfang an hinters Licht geführt? Oder... Also soll ich direkt... Die zweite Frage ist interessanter. Aber die erste wird direkter. Was soll ich machen? Ich glaube, ich nehme die zweite, die ist irgendwie... Ja, die ist länger, interessanter. Ich glaube, ich sollte die zweite Frage stellen. Also, haben Sie mich von Anfang an ins Licht geführt, oder? You played me from the start, didn't you? It wasn't my intention. I'm an old cock, Natasha. I've played too many of these games, and I've been on the losing side often enough. So, you're going to walk away? You're damn right. I don't know if it's worth it for me. Look, Sonny, money's not an issue. Oh yeah, your fawn had already mentioned that. But unfortunately, it'll be hard to spend all that dough when I'm dead. Dead? Don't even say that. Do you have a gun? Me? Of course you, Natasha. Do you have it on you? Okay. Not at the moment. At the moment. Well, let me give you some advice. Keep it with you, always. Maybe in your purse. Oh, in a purse oder Anker? You don't think they, whoever they are, would hurt me? Don't be naive, Natasha. You're right. I'll keep it with me. I don't want to scare you, but 2 cops snooping around can mess something like this up, even if it's just 2 roosters. You'll keep snooping? Thank you, Sonny. Maybe you're getting yourself into even deeper trouble with me. Thank me when this is all over. Thank me when this is all over. Interessant. Vernehmungsfrage. Frage 90% echte Ermittler. Yeah. Also ich weiß nicht, welche Frage wir falsch beantwortet haben. Gestellte Fragen 90%. Da müsste ich ja eine Frage falsch beantwortet haben. Die Drohung oder eher Beleidigung in den Botschaften an Natascha ist immer dieselbe. Hure. Knapp, aber trotzdem vielsagend. Ja, also. Als Stimme von... Nein, nicht als Stimme von der Katze. Nein. Just one more thing, Sonny. Oh, one more thing. Natasha? Please,
come to 37 Rochester Street in Flower Town tonight. I'd like to show you something that could be of a great help in your I was afraid this was coming. Why there? Why not here and now? It's something I keep hidden there. I won't take the risk of Ibn or one of his men seeing it. Interessant. Isn't Ibn too dangerous to keep secrets from? Sonny, a woman is naked without her secrets. I knew you would understand. Oh yeah, I understand everything. So, when do we meet? The night is almost over. I'll be there in an hour. Don't be early and don't be too late. Oh, das wird jetzt interessant. Look, Natasha, you know... Please, this is very important to me. Sure, I get it. I'll be there. Thank you. Also, das wird jetzt sehr interessant. Ich weiß nicht, wie die Zeit in dem Spiel eine Rolle spielt, weil dieses Spiel ist so gechillt. Wie soll ich eine Stunde abschätzen? Oder ist es dann klar? Wahrscheinlich ist es so, dass ich dann, wenn ich aufkreuze, ist die Stunde um. Until later, Natasha. Until later. Goodbye, Sonny. Wir können ja nochmal die Vernehmung machen. Wir können sie befragen. Ja, natürlich machen wir das noch. Alles befragen. Why did you name it the Tsar Club when you took over? It was the Millions before. Oh, das stimmt. Stimmt, die hatten umbenannt. Gute Frage. Sunny, gute Frage. Maybe you can guess my origins from my name and my accent. I come from the eastern Tsardom of Slavonia. We are quite respectful of our leaders. You feel that's not the case here in Clawville? Here? No, absolutely not, Mr. Featherland. Many here don't even know the name of their king. To them, he's only... There's some truth to that. Where I'm from, we choose our leaders ourselves, and whatever they do later, we proudly stand by our decision. So that's why the name, in respect to your country. Don't take me for so sentimental. It's only partly the reason. We lived there until I was 14. Then we had to flee. It doesn't matter why. In the end, I was the only one who made it to Clawville. So the... Ah, okay. Der ist auf jeden Fall Char Club. Das ist eine interessante Geschichte. Also das sind wirklich interessante Hintergrundinformationen, die man bei den Befragungen auch wieder erfährt. Also das sollte man nicht auslassen. Ich könnte ja das weitergehen in der Story, aber das sind wirklich lustige Sachen. Why Deborah? Why Deborah? Auch I could not seek you out in person. It was risky even to send Debbie. It's too late now. Mr. Wessler is aware of my little investigation. Ja gut, aber weil ich es ihm selber gesagt habe vorhin. I'm sorry I got her mixed up in this. She's a lovely girl. She looked like one. Hobart, even Western. Also ich muss nochmal sagen, das Spiel ist, für mich heute ist das richtige Spiel. Weil es ist so gechillt. Ich habe irgendwie vorhin gedacht, ich will irgendein Spiel spielen. Und ich dachte an Multiplayer, aber dann war es mir doch zu stressig. Und dann dachte ich mir, ich probiere mal was Neues aus. Und dass ich jetzt genau auf dieses Spiel gestoßen bin, ist für mich heute... Ich hatte heute einen ziemlich beschissenen Tag, das muss man dazu sagen. Und an diesem Tag war alles ein bisschen stressig.
bisschen langsam? Ist es genauso schnell, wie man es gerne hätte? May I be brash? Ja, und hier in dem Spiel, man kann auch unverblümt sprechen. Man kann in dem Spiel genauso schnell voranschreiten, wie man es gerne hätte. Der Fall ist lustig, er ist spannend, die Optik ist interessant. Die Schwarz-Weiß-Grafik ist natürlich Wahnsinn. Die Fotos, die da geschossen wurden, wo die Tiergesichter drauf gemorpht wurden, die sind fürs Auge für den Moment echt super interessant. Das wird nicht langweilig oder so, sondern die Optik ist ziemlich krass, auch die Details. Und von der Story her, ich komm sogar noch mit, obwohl ich ein mega schlechtes Namensgedächtnis habe. Ich komme mit der Story echt gut mit, wer, wen und was und über wen die alle reden. Ich habe normalerweise in Romanen oder sowas so ein schlechtes Namensgedächtnis. Das kann ich mir nie merken, wer der Gärtner ist und wer der Mörder ist und wer mit wem irgendwas hat. Aber hier bei der Story, das funktioniert echt cool. It's New Year's Eve. Everything goes tonight. Ibn, do you love him? In my own way? Yes, I do. Whatever that means. You can't understand this, Sonny. There are women who can't actually love. Not like they're supposed to. But that doesn't mean they don't love however they can. Okay, sie kann nicht lieben. Alles klar. That's not a real answer, is it? If you only accept yes or no, then yes. Okay, sie liebt ihn. Oh, ist das Liebe? Ich habe ein Achievement bekommen für die Frage. Das ist auch lustig. Also ich habe ja vorhin schon gesagt, geht mal auf stadiahunters.com. Da kriegt man ja die ganzen Achievements von Stadia frei ausgeliefert. Oder was ich sage, das ist ja das Stadia Hunters, ist das Achievement Hunters Netzwerk von Stadia. Und ich weiß nicht, ob alle Achievements, ich habe mich noch null informiert über dieses Spiel. Aber ich denke mal, die Achievements von dem Spiel werden auch schon rum sein. Oder wenn, dann würde ich meine Erfahrungen von heute Abend auf stadiahunters.com teilen, wie man auf die Achievements kommt. Und das war jetzt ein relativ einfaches, das habe ich jetzt mal so errungen. Ich hoffe nicht, dass ich zu viele Achievements verpasse. Ich werde es mir erstmal nachher anschauen, um nicht zu viele zu verpassen. Die ich mitnehmen kann, die ich mitnehmen, weil jetzt keine Handstelle, deswegen. Aber das finde ich halt schon, wenn man für sowas Achievements bekommt. Das ist schon lustig. Das ist so eine kleine Befriedigung. So this message. I'm sorry I had to upset you, Sonny. But if I didn't take that step, would we be talking here right now? Also er fragt sich jetzt über Molly natürlich, seine Frau. Well, probably I'd be dead drunk and counting sheepmen in my dreams. I'm good for you, you see? Yeah, you're a real angel. Okay, jetzt noch ein Marty McChick. Oh, über meinen Ex-Partner? Was weiß die da? Why just me? What's wrong with my partner? Ach so, ja, weil ich ohne ihn dort bin jetzt. Nothing in the world. I just like to be discreet. I wanted to talk to you in private because of Molly. Thank you for your discretion. It means a lot. Don't mention it. Okay, dann noch Olivia Blackwell. Oh, Olivia, die neue Assistentin von ihrem Mann. So, who's this Olivia bird? I know well what you're curious about. You want to know if she's sleeping with Ibn. The thought may have crossed my mind. You men. But guess what? Maybe she does. You don't care? As long as he loves me, I don't. Well, that's your business. What do you know about her? She's not the one threatening me. You can be sure of that. I know that was your next thought.
The lovesick assistant is jealous of the boss's girlfriend and wants to flick her out of the picture. That was so honest and raw, I'm inclined to believe it. Okay, ich hab's jetzt gefragt. Also, dann können wir gehen. Alles klar. Dann nehme ich die Tür. Well? Weren't you supposed to be waiting in the car? Okay, also, ich würde jetzt noch auf jeden Fall den anderen Konkurrenz-Privatdetektiv kurz befragen. Da bin ich sehr gespannt drauf. I was bored to tears, Sonny. I also thought maybe something happened to you. You thought Natasha had eaten me alive, huh? Sehr geil. Well, who knows? You're such a fragile little thing. I'm too old for this, Marty. Then next time, leave the dangerous predators to me. I didn't mean that, Marty. I meant you. Ein Konflikt Oh. Nee, kein Konflikt, alles klar. So. Wir können die Bühne, den Fuchs-Ding nochmal anschauen. Oh. Ich will nochmal mit Olivia sprechen. Ah, ja. Auf jeden Fall spreche ich mit ihr nochmal. Und mit Fillmore. So cool. Ich kann hier wirklich rumzoomen. Nochmal mit mir. Das ist halt wirklich cool. Man weiß in der Phase des Spiels schon, man kann locker Wessler's secretary. Man kann die zweimal oder dreimal angucken, man kann die zwei oder dreimal sprechen und es kommt immer was anderes dabei raus. Und manchmal ist es auch zum Fortschritt der Geschichte hilfreich, mit denen dann zweimal zu sprechen. Olivia Blackwig. It's worth a try, Marty, but let me do the talking. She's not very fond of you. What can I say? You know, back in the day, I flew from tree to tree. I was a free bird. Maybe I was playing her a bit. Ja. Also komm, dann mach ich's. Oh, it's you. How can I help you, gentlemen? Look, we really don't want to dig into your personal life, but But what exactly is my relationship with Mr. Wessler? And how close am I to him? you don't beat around the bush, ma'am. Well, actually, I remember. I don't have time to chit-chat, Mr. Featherland. So yes, I'm not one to beat around the bush. And no. Well, thanks for the quick and straight answer. Anything else? Look, Olivia, you know, last time... Und jetzt, das ist die zweite Konversation. Nochmal. Ich bin jetzt einfach nochmal rein. Ich find's auch so passend. Ja, sie ist so ein strenger Rabe. Die zwei sind so lässige Cocks. So. Also, Hähne. Das passt wirklich super zusammen. Sie sind halt die Chicken Police. Please, Marty, there's no need. Yes, there is. I know I wasn't a gentleman, and I know I should have called you, but I was young and... You don't have to explain. I wasn't waiting long for your call. I forgot about it fast. That's good to hear, I suppose. Ne, okay. Der kommt auch nicht weiter. Der beißt auf Kaninchen. Also, ich will jetzt auf jeden Fall mit ihm reden. Das wird jetzt noch mein Fillmore. Kann ich mir noch einen Drink bestellen? Das wäre eigentlich auch lustig. Komm. Hey, Big Nose, where did Mr. Wessler go? Oh, interessant. Ich kann ihn über Mr. Wessler fragen. Unfortunately, I don't know, Big Face, but I wouldn't tell you even if I did. Really? Say, did anyone ever tell you that you're an irritating piece of sh... Anything else, dear sirs? Ja, bring Whisky. Nein. Okay, alles klar. Dann reden wir jetzt noch ein letztes Mal mit Fillmore. Aber das wird dann... Das ist so witzig, das Spiel. Ich bin
so gespannt. Ich will das auf jeden Fall durchzocken. Das ist der Hammer. Das ist so entspannt. Also wenn ich wieder einen gechillten Abend haben will, mit dem Spiel kannst du auf jeden Fall einen gechillten Abend haben. Komm. So, have you talked to Natasha? Yes, I did. In fact, yes. She was kind of mysterious. I bet she was. You know... You're too old for this shit, huh? As you say, pal. Okay. Hat der noch irgendwelche Infos oder nicht? Er hat doch geprahlt. Dann lass ihn mal raus. Komm. That's exactly how I felt, too. Before you leave, take this and examine it closely. What is it? What is it? Was? Die greifen gerade beide in ihre Tasche. Das sieht aus, wie wenn die nach ihren Waffen greifen würden. Aber das ist, The reason I've decided all of this is not worth it for me. Wow, that sounds encouraging. Take care of yourselves, guys. This case, maybe it goes deeper than you'd think. Oh, that makes my feathers stand on end. Ah, old croakers. You're safe while I'm here. Okay. Okay, I didn't say anything. Okay. Neue Funktion befragen. Also komm, dann befragen wir den noch. Das wird meine letzte Aufgabe. Wir befragen. Ja. Howard Ibn Whistle. Ja. Fangen wir oben an. Oben. The truth is, Ibn's a dirty bastard, but he's likable. It must be his charisma that snared Natasha. Maybe there's more to it than simple wild love. Who knows? Animals commit the dirtiest of deeds for wild love. Wow. You've got a point. Also machen wir Natascha. Katzenko. Natascha. Wonderful girl. Either I'm gonna kill her or I'm beginning to like her. I'm beginning to like her ist übersetzt, oder ich verliebe mich noch in sie. I'm beginning to like her. Dann fand ich das Englische fast besser. That's funny. I swear I've heard that before. To be honest, me too. Wo jetzt das Wochenende aus? Das wird interessant. So, Natasha invited us to her weekend house. That's either very good news or very bad news. 50%. That's not that bad, is it? That's an admirable attitude. Attitude, yeah, he's got that. Most of the time, I think that's all he's got. Hey. Also, letztes Ding. Olivia Blackwing. Who is this woman anyway? She's like Ibn's shadow. Nobody knows anything about her. I don't know if she has anything to do with the case, but it's worth keeping an eye on her anyway. More women, more trouble. No woman, no cry. Woo. No woman, no cry. You already fantasizing? Yeah. Even the sight of young women make me tired. Anyway, most people say she's the rat's lover too. But next to Natasha, I doubt he'd want her. Anyway, Pussycat would have already torn her to shreds. Could be. Okay. Also. Ich kann jetzt raus. Gut Gewissens aus dem Club. Und ich kann jetzt, glaube ich... Ich kann noch nicht in die Map. Sehr interessant. Den Fuchs kann ich angucken. Die zwei Handlanger. Ich gucke nochmal den Handlanger an. Oh, Excuse me, pal. My name is Santino Featherland. Oh, ich kann mit ihm sprechen. Wollte ich gerade sagen. Gabriel, what do you want? Chickens. Do you happen to know where Mr. Wessler went? Do you take me for a fool? Get out of here while I'm in a good mood, birds. Okay. Thanks, big boy. Ja gut, das war jetzt gerade für die Katz.
Das war für die Katz, dieses Gespräch. Das hat jetzt gar nichts gebracht. Aber ich gehe jetzt mal... Kann ich hier nicht raus? Das ist aber jetzt... Oh, ich muss... Ah, this is the life, huh? He looks like... Nee, den habe ich schon angeguckt. Bühne. You know, Sonny, I love Laura. And I swear I'm gonna marry her one day. But I gotta admit, that Natasha woman has turned even my head. I wouldn't mess with Laura if I were you, pal. Wouldn't even think about it. There are few women as dangerous as her. And not just because she's a predator. Ah, you're telling me. Okay. Aber ich verstehe es jetzt nicht ganz. Was haben wir hier noch nicht erledigt? Was haben wir noch nicht erledigt? Oh, ich muss sie noch befragen. Do you come here often, Olivia? Oh, yeah. No, not really. Well, okay. Thanks. You're welcome. Die lässt doch nichts raus. Die lässt doch nichts raus. Das macht doch You know, Ibn's not as ferocious as you'd think. On the contrary, he's become very different recently. Oh, das habe ich schon mal gehört. Er wollte ja seine Geschäfte an seinen Ex-Partner oder an seine zweite Hand, seine rechte Hand abgeben. I heard. Don't you find that weird? A sudden change of heart? Sometimes an animal just has enough. Fed up. Well, thank you for your honesty, ma'am. What's your relationship with Miss Natasha Gutsenko? We've talked a bit, that's all. There's no tension between you? You know, the pretty secretary. Well, thank you for your compliment, Mr. Featherland. No, no tension. Natasha's an intelligent woman. I respect her. Is that mutual? That I can't tell. Okay, das letzte, das Wochenendhaus. Machen wir noch. If I'm not mistaken, Natasha has a weekend house in Flowerville. Yeah, that's right. Can you tell me anything about it? I've never been there. Allegedly, it's beautiful. Elegant and luxurious. Just like Natasha herself. Okay, die hat jetzt aber gar nicht so viel rausgelassen. Ich kann immer noch nicht gehen. Okay, ich kann noch nicht gehen. Was müssen wir jetzt noch machen? Was muss sie noch machen? Muss sie nochmal mit dem schwätzen? F. Isn't that Phil? Nein. Take care of yourself, old bird. You're one to talk. Okay. Nee, ich habe ihn ja auch komplett befragt. Dann muss ich sie noch fragen. Creepy little squirrel girl. Nee. Muss ich ihn noch mal fragen? Have a good night, Longface. Wo ist denn hier der Ausgang? Okay, wo ist der Ausgang? Fuchs. Filmplakat? Wo ist das Problem? Ich hab das nicht erlebt. Oh, I know this fodder guy. He was kinda good in Death of the Horse. You've seen every clucking movie. You know, Laura and I go to the movies a lot. Exactly 12 years ago. Oh, you remember that precisely? Let me guess. Molly? Ja. Yep, our very first date. I see. What did you watch? Nein. What weird titles these have. Ah, ich wollte eigentlich die Konversation lassen. Nee, ich
komme hier nicht weiter. Wie komme ich jetzt hier raus aus dem Laden? Da. Ich kann da nicht hinklicken. Ich kann da nicht hinklicken. Auf die Türe. Wie komme ich denn da raus? Okay. Vielleicht muss ich irgendwelche Gegenstände benutzen. Der gute alte Film. Also. Oh, 3 Gegenstände. Ich habe einen Gegenstand bekommen. Golden Eagle. Ich habe auf jeden Fall das hier. We stepped into it, didn't we? Ja. Ja, ja. Of all that's furry, what kind of a list is this? Oh, jetzt kommt's. Exactly. I have no idea, but I don't even want to find out. Yeah. Those names, all top dogs. Maybe they play cards together. Sure, that's very likely. Anyway, I pried this list out of a dead man's hand. Somebody dropped him outside the forest. I should have known she was keeping secrets. Keeping secrets? She's the secret herself. Thanks, Filmar. This could be important. Don't thank me. Maybe I've just signed your death warrant. Oh, thank you, sir. Oh, shut up, Marty. Okay, neuer Ort hinzufügen. Jetzt. Und jetzt ist die Karte oben freigeschalten. Also. Sehr lässig. Ich kann jetzt auf die Karte wechseln. Und ich könnte jetzt in den Ort weiterschalten. Oder ich könnte jetzt nochmal in Hopdog. Nee, Hopdog habe ich schon gehabt. Ich gehe ins Wochenendhaus, ja. Das ist so in einer Stunde. So. Und bevor ich dahin gehe, würde ich mich gern von euch verabschieden. Weil ich sage jetzt auf jeden Fall Spiel nicht fortsetzen, sondern auch nicht laden, nicht zurück zu. Also ich werde auf jeden Fall demnächst genau an der Stelle weitermachen. Ich finde das Spiel sehr lässig. Und dann werde ich auch nochmal meine tiefe Detektivstimme auspacken. Vielleicht werde ich auch zwischendrin einmal Dark Side Detective machen. Aber das mache ich ja nur im Multiplayer Co-op. Das heißt, da bin ich immer auf ein paar andere angewiesen und ich will auch unbedingt Dark Side Detective mit den beiden anderen spielen. Es ist so witzig, wenn ich das mit denen zusammen mache, weil das ist für mich auch ein bisschen stressig und frustrierend, weil bei Dark Side Detective ist es so schwer. Hier bei dem Spiel wird man sehr gut linear durchgeführt und gerade durch die Befragungen ist das Einzige, wo man ein bisschen von der Punktzahl abweichen kann. Mein Fazit lautet allgemein, also mein Fazit zu diesem Spiel. Hammer. Ich liebe es. Es ist wirklich super gechillt. Ich finde es genial, dass das zu Stadia Pro gekommen ist. Ich würde es jedem weiterempfehlen. Ich bin total begeistert. Ich habe jetzt gerade mein 3. Bier, glaube ich, leer. Und ich kann mir auch vorstellen, dass bei diesem Jazz wirklich mit dem Whisky zu genießen, wenn ihr einen zur Hand habt oder auch was anderes. Es muss ja nichts ganz Alkoholisches sein. Ihr könnt auch eine Apfelsaftschorle dabei haben. Aber was ein bisschen außergewöhnlich ist. Ich hatte übrigens ein Brewdog Zwickelhelles hier am Start. Also ich hatte kein normales Bier, ich hatte ein Craft. Und ich glaube, das erfordert das Spiel auch.
Nächstes Mal werde ich mir wieder ein Craft Beer einschenken und genau dieses Spiel genießen. Mich freut es total, dass ihr dabei wart. Genau. Andrea sagt's, mich freut es total, dass ihr dabei wart. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein, aber das Spiel ist wirklich genial. Spielt's auch selber. Ich gönn's euch. Wirklich. Macht das. Deswegen, ich sag für heute Abend. Guten Abend. Bis zum nächsten Mal. Auf Wieder, tschüss. Ob hier oder auf Foursquare wollte ich schon sagen. Nein, ich bin auch ein Foursquare-Fan, aber auch auf MyDeals oder auf YouTube. Bis dann. Tschüss.